Hallihallo! Wie geht's, wie steht's? Alles klar bei euch? Einen wunderschönen guten Tag. Geguckt, ob nochmal die Mikrofonposition passt. Ich hoffe, euch geht's prächtig. Ich hoffe, ihr habt den Vormittag, den Morgen schon gut verbracht. Vielleicht schon fertig mit Arbeit, mit Uni, was auch immer. Vielleicht gleich auf dem Weg. Viel Erfolg. Auf jeden Fall heute einen schönen, sonnigen Tag. Hier, ich glaube zumindest in Deutschland. Vielleicht in der gesamten Dachregion. Vielleicht in Zentraleuropa, ich weiß nicht. Aber geil, ja. Ich habe schon ausgeschlafen heute. Naja, was heißt schön ausgeschlafen? Ich glaube, 6:30 war ich wach, 7 oder so. Entspannt gefrühstückt. Dann hatte ich mein Prep-Meal vorbereitet. Dann habe ich meinen Balkon bepflanzt heute. Also auch schon ein bisschen tätig. Ein paar Runden Vampire Survivors gespielt. Bin gerade so dabei. Jetzt wo man eine Möglichkeit hat, auch das Gold irgendwie auszugeben. Ich halt echt gerade so ein bisschen die große Quest, vielleicht einen Charakter mit 1000 goldenen Eiern zu bescheren. Weiß noch nicht so ganz. Bin jetzt gerade, glaube ich, bei 300. Es ist schon eine starke Herausforderung. Es wird zum Mal einfacher. Also man macht irgendwie von Run zu Run mehr Geld, je mehr Achievements man hat oder Erweiterungen. Aber es ist halt so ein bisschen optional. Ich hoffe, dass auf jeden Fall noch ein Patch nochmal kommt, dass man die auch deaktivieren kann. Die Boni, die man bekommen hat. Weil ich glaube, sonst macht es halt, wenn man den Charakter spielt für zukünftige Runs, dann echt ein bisschen lächerlich, was Balancing angeht. Ja, aber ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen Cuphead heute. Ich weiß heute noch nicht ganz, ich kann heute noch nicht ganz sagen, wie der Stream ausgehen wird, deswegen ist halt noch alles offen. Ich werde auf jeden Fall 1, 2 Runs Cuphead machen. Danach wird sich dann wahrscheinlich erstmal klären, ob ich heute Abend weg bin, ob ich den Nachmittag weg bin und dann abends wiederkomme. Also ist halt noch ein bisschen alles offen, was die Strukturierung und die Planung halt angeht. Aber wir zocken erstmal. Ich gehe erstmal rüber. Zack. Zum Runneroni. Habe ich das richtige Spiel ausgewählt? Ja. Achso, ne, ich muss mal. Weil das kann ich noch löschen. Das brauche ich nicht. Ja, ansonsten. Ich glaube, ansonsten ist alles an. Tobi ist an. Der ist auch richtig eingestellt. Jawohl. Wir haben Live-Split an. Der hat einen Sound. Der passt. Passt doch. Und jetzt bin ich leider rausgetappt. Und mein Controller geht nicht mehr. Classic. Classic. All-time favorite. Wenn der Controller nicht mehr funktioniert. Achso, warte mal. Eine Sache wusste ich jetzt noch, was ich machen wollte. Das hat mich, nachdem ich ich werde alles ganz entspannt einstellen und dann noch das Programm hier ändern. Das habe ich natürlich jetzt vergessen. Ich kann nicht schreiben. Wo ist das Anzeichen? Da. Und mehr Fragezeichen. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Ja. Machen wir erstmal die Finger ein bisschen warm. Machen ein paar Clever-Swaps. Ja. Ein paar Clever-Swaps und schauen wir mal. Ja, nee, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Hausmeister ein bisschen gequatscht und so. Der wollte auch noch was von mir. Deswegen war das dann, also wo ich dachte so, dass das ganz mit Pflanzenbesorgung, Einpflanzen wird ungefähr eine Stunde gehen, hatte ich so mit berechnet. Das hat irgendwie am Ende fast ich glaube ein bisschen länger als 2 Stunden gedauert, weil ich dann noch, wie gesagt, mit dem Hausmeister gequatscht habe, mit dem noch ein bisschen lang gelaufen bin. Und mir auch dann beim Einkaufen der Pflanzen ein bisschen Zeit gelassen habe. Aber es ist echt schön geworden. Jetzt nicht auf jeden Fall sehr übertrieben. Ups. Nicht sehr übertrieben, aber so ein bisschen. Endlich mal was da. So, es ist keine braune Betonwüste mehr. Ich habe jetzt letztens wieder gar nichts gemacht, selbst die Tanne. Selbst die Tanne, die davor noch den Winter überlebt hat diesen Winter sich gedacht so, nö. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Deswegen, braune Geschrüpp, die Erde, die komplett furztrocken war. Alles neu gemacht und ist nice. Ja, doch, komm, fühlt sich gut an. Ich muss wieder reinkommen, dass ich die Double Color Swaps viermal halt wechseln muss. Das ist so ein bisschen für mich ungewohnt. Choki mit Choki. Ganz wenig Zucki.
Rein den Lachs. Ich werde mir weiter noch gegen mein Durchschnitt antreten. Ich fühle mich auf jeden Fall noch nicht so sicher, dass ich gegen PB kämpfen möchte. Aber ja, wird. Ich weiß nicht, ob ich mich noch ein bisschen lauter machen soll. Also manchmal, wenn ich halt meine Stimme erhebe, dann komme ich, glaube ich, in den roten Bereich. Aber wenn ich dann so ein bisschen konzentrierter, entspannter rede, bin ich nicht mal im Gelben drin. Das ist immer so ein bisschen irritierend. Weil ich ja dann ein bisschen mein Setup hier einstellen möchte. Nee, aber wie gesagt, ich fühle mich auf jeden Fall noch nicht sicher, gegen PB anzutreten. Wir hatten ein paar echt solide Runs jetzt die letzten 2 Tage. Aber es ist halt die Frage, wie lange das Glück hier hold ist. Nice. Ich traue mich da immer noch nicht. Ich muss es einfach machen. Ich muss es machen. Notfalls ist es halt ein Reset. Dann ist es halt ein Reset. Also warum ich mit dem Balkon angefangen habe, war so ein bisschen aus 2 Gründen. Einmal hat mir eine Freundin eine Minze geschenkt. So dachte ich so, scheiße jetzt. Ah nein, verdammt. Eine Sekunde oder so verloren. Eigentlich will ich schon vorher den Shop verlassen. Wo ich dachte so, hab nicht so Platz in der Wohnung. Das heißt, der Balkon ist ja noch nicht gemacht, das heißt, da könnte ich was machen. Und dann war halt ein Balkon, ein Kumpel, der hier gepennt hat. Der dann auch Raucher war. Und dann habe ich dann auch nochmal das Pech gesehen, was da lag. Ich dachte, nee, komm. Jetzt muss irgendwas gemacht werden. Ja, komplett neu, so eingekauft. Neue Blumenkästen wohl, weil die alten auch schon oll waren. Nice. Naja, wäre der Shop-Glitch nicht so kacke gewesen. Vielleicht wäre er sogar Gold. Jetzt habe ich mir neben der Minze. Ich habe jetzt 2 Lavendel, glaube ich. Eine Rose. Eine schöne, die sah echt schön aus. Vor allem, da ich jetzt gehört habe, das ist dann so ein Winterfest, war ich dann so, oh, was? Winterfest? Nice. Brauche ich mich noch weniger drum kümmern. Muss ich weniger reinstellen. Dann noch eine Rosmarin. Ja, und noch so eine kleine gelbe Pflanze. Oder weiß ich aber gerade nicht mehr den Namen. Aber weil die Rose schon rosa war. Und Lavendel halt ja auch dann diesen Violettton hat. Oder Lavendelfarben. Bin ja nicht so in der Farbbranche drin. Wenn ihr welche Subfarbe es dann gibt, wenn man nicht lila sagen möchte oder violett. Dachte irgendwie noch was Gelbes oder so. Die Minze und der Rosmarin bringt ja auch nicht wirklich Farbe rein. Ah, schön. Schön. Wenn man aber was Kleines nebenbei hat. Aber das war knapp. Schade, einer verpufft. Einer ist leider verpufft. Viel war es aber nicht, ne? Es wäre echt die Frage, wenn er nicht verpufft wäre, ob es gereicht hätte. Das Ding ist, wenn man sich vielleicht manchmal fragt, weil ich gewissen Abstand halte, auch bei Sally oder hier bei Battletoads oder den Crocs. Wenn man den Lobber-Ex auf eine gewisse Position, den Super-Ex, nochmal ganz von vorne, wenn man den Super-Lobber auf eine ganz bestimmte Position schießt, kann er die Hitbox zweimal treffen. Was natürlich ziemlich geil ist.
hätte ich lauern können, glaube ich. Guter Fight. Den Super Spread direkt ins Gesicht geschossen. Bam! Bam! Zumindest im Schlafzimmer habe ich das Gefühl, dass die Luftqualität schon echt deutlich besser geworden ist, ne? Wenn wir ins Zimmerpflanzen jetzt. Zumindest, also ich weiß nicht, ob es so kopfmäßig ist, aber wenn ich aufstehe, ich mal, ich bin ja nicht so einer, dass ich dann Zimmer offen habe. Hätte ich parieren können eigentlich, aber egal. So viel gewinne ich da auch nicht raus. Wieder ein. Eine Rakete früher schießen können. Schade. Nicht genug Schaden gemacht. Ohne Tornado wäre natürlich besser gewesen. Also musste ich ziemlich viel ausweichen. So. Kommen sie raus. Oh Gott. Oh, das war wild. Ich habe pariert und gleichzeitig sie besiegt. Das war wild. Das sah sehr weird aus. Und dann habe ich das Gefühl, dass... Ich habe ihre Animation damit geskippt, oder? Warte, das muss ich mal klippen. Nur mal die Clip-Funktion probieren. Muss man dann nach dem Run gucken, ob da wirklich ein Clip gemacht wurde. Sonst mache ich den Clip im Nachhinein. Aber das sah wild aus. Das sah, also, irgendwas war da anders gerade. Ich kann nicht genau beschreiben, was, aber es hat sich schneller angefühlt. Als hätte ich irgendwas geskippt. Das war auf jeden Fall am Ende kein goldenes Split, aber trotzdem. Hallo. Oh wow. Konnte nicht mal die Dinger schießen. Ihre Samen. Oh, die Blüten, was auch immer. Lila ist auch immer heiß. Ja, guter Start eigentlich. Kann ich nicht groß meckern. Also... wären so ganz Kleinigkeiten. Ganz kleine Kleinigkeiten. Oh wow, eigentlich nicht ein Punkt, wo ich mich treffen lassen möchte. Also nicht, wenn er... Ja, da hätte ich heimgehen müssen, glaube ich. Jetzt habe ich noch keinen weiteren X mehr. Oh. Kann ich eh noch keinen Schaden machen? Ah, ein bisschen langsam. Ein bisschen... Ah.
Das Ding ist halt, wenn Muffin kommt, stehst du mal vor der Frage, nimmst du einen Hit, nimmst du einen zweiten Super oder machst dadurch halt den nächsten Boss langsamer oder nimmst du nur einen Super, aber machst halt den Muffin langsamer. Und ich kann auch nicht ganz einschätzen, was da schneller ist. Da müsste ich mal wahrscheinlich ein bisschen in die Theorie gehen und da genauer nachsehen. Aber da hast du viele Optionen in dem Moment. So. Ich wollte die Wobbits immer noch mal Woody Woodpecker nennen, ne? Glaube ich. Ups. Bisschen. Oh. Hätte ich gar nicht gucken müssen. Ich hätte schon einen Vogel pariert. Würde ich gern parieren, aber ich will den Damage nicht sausen lassen. Das war mal ein bisschen spät Start gedrückt hier gerade. Oh Leute. Oh, die Rakete war schlecht. Ja, versuchen jetzt so lange zu bleiben wie möglich. Ja, ein bisschen langsam der Wally. Hab halt die Rakete da gerade gejinxt. Ich wusste, dass das Herz kommt und ich schießt trotzdem eine. Also er ist ja leider, wenn das Herz nach oben schießt, ist er halt in dem Moment immun. Geht seine Hitbox einfach weg. Also er hat zumindest unten am Körper keine Hitbox mehr. Deswegen war so ein bisschen Also als ich gemacht habe, war schon zu spät. Noch einen? Ja. Oh, ich muss ein bisschen Damage abgeben, damit ich nicht getroffen werde. So, 4, 5. Oh, Schüsse. Schieß doch, du verrückter Mannequin. Du Tasse, du. Rakete zu. Eine Rakete leider nicht ganz durchgesetzt. Noch optimal, noch optimal. Boah, das hätte schief gehen können. Ich wusste nicht ganz, ob, also ich konnte nicht einschätzen wieder, wie schnell das Auge schießt. Das war so ein bisschen, nein! Lass mich in Ruhe, bitte. Geh erst nach oben, bevor du deine Laser abfeuerst. Aber gut, war gut. A brawl is surely brewing. It's on. Oh Gott. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich den Treffer hätte nehmen sollen oder nicht. Oh Gott, ja. Nee, hätte ich auf gar keinen Fall. Oh, das war ärgerlich. Ich werde wahrscheinlich jetzt keinen mehr bekommen, aber macht es jetzt für mich nicht unbedingt einfacher.
Ah, weird. Ich glaube, war der gut? Oh, krass, wir sind gerade im Minus, Alter. Also im Vergleich zu BB habe ich auch gerade 3 Sekunden gemacht, aber... Ich wollte eigentlich nur gucken, ob der im Vergleich zum BB gut war. Also, er war besser. Aber jetzt habe ich ein bisschen unter Selbstdruck gemacht, weil ich gerade auf PB-Kurs bin. Ja, ich glaube, ich werde einfach morgen wieder gegen PB, also wenn wir den nächsten Cuphead Run machen, werde ich einfach wieder gegen PB spielen. Ich bin soweit, also ich bin auf PB-Kurs. Es sind halt nur immer die Tode, aber die Tode waren ja damals zum Beispiel mal ein Problem. Dass ich noch nicht so ganz konstant bin. Nicht zu sterben. Oh Leute, habe ich gerade gepennt. Oh, das ist gut. Das war sehr gut, dass er da noch eine Attacke gemacht hat. Können wir ein bisschen mehr Schaden in der zweiten Phase machen. Lol. Ich glaube, die Wolke da unten ist zu tief, leider. Oh, Leute. Oh, komm doch irgendwo hoch. Oh. Das war... Ah, das war ein bisschen wild. Ah, das war nicht so gut. Schade, obwohl die zweite Phase schön kurz war. Aber... Ich kann manchmal die Wolken nicht einschätzen. Ich habe das auch schon bei den Plattformen gemerkt bei Honey Buttons. Also der Boss, der gleich kommt. Habe ich schon manchmal gemerkt, dass ich irgendwie denke, ich komme auf die Plattform rauf und dann so, nope. Du nicht. Du darfst nicht. Ah, mach doch. Ich dachte, mein zweiter Dash war schon durch und dann habe ich A gespammt. Wow! Schön. Wenn ich ja nicht mehr genau mal angeguckt habe, wie die Projektile fliegen. Spannend. Bitte nicht die Mitte. Ah, schade ist die Mitte. Mitte ist halt das Problem, wir können halt overdamagen, deswegen wir nur irgendwann aufhören, Schaden zu machen. Und das war 4 und ein bisschen, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich gerade so... okay, das war doof. Das war leider doof. Oh Gott. Plattform? Ja gut. Das war schlecht. Also vielleicht... Oh Gott. Oh. Ich dachte, sie würden noch in die dritte Phase gehen. Das war ganz wild. Das war... Ne. Ups, warte mal, jetzt habe ich... Ne, das war falsch, aber... da ist ein Fleck auf meinem Stream Deck. Es war kein Goldsplit, wie gesagt. Hab da nur gesehen, dass da ein Fleck ist. Ich verliere gerade an den wichtigen Spots, glaube ich, Zeit. Oh, schade. Schade. Ich werde den Hit nehmen. Ach, schade, den hätte ich gern pariert. Ich habe einen super Plan abbekommen. Nein! Oh, ich hab voll... Oh! Was habe ich denn da falsch gemacht? Bin ich da reingegangen?
Ah, das war ja dumm. Schade. Ah, das war dumm. Ach Mann, Dr. Kurz Robot mal wieder. Immer das Gleiche. Ich nicht ran die ganze Zeit. Ach, schade, ey. Ach, Mann, das war so... Aber ich habe den gesehen, aber ich dachte, wir wäre hochgegangen oder nach rechts. Ich bin wahrscheinlich nur nach rechts gegangen oder vielleicht habe ich mich auch vertippt und ich bin diagonal gegangen. Diagonal runter. This match will get red hot. Now go! Schön. Schöne Sally. Gute Sally. Sally wird langsam wieder. Sally hat eine Zeit lang echt immer irgendwie komisch gespielt, aber jetzt seitdem wir ab Mittwoch wieder drin sind, ist sie echt solide. Es sind so ein bisschen die Fluglevel, die immer Probleme machen. Es kann halt echt noch sein wegen dem Controller, weil der Stick ein bisschen anders funktioniert, als ich es gewohnt bin. Dass sich da so ein bisschen die Fehler einschleichen einfach. Aber wenn ich dann ein bisschen zocke, sollte es ja dann wiederkommen. Oh Gott, das war... Vorne schießen ist gemein. Mach ich doch mal das Falsche. Oh Gott, ja, das war auf jeden Fall auch das Falsche. Aber ich habe mal Glück mit dem anderen. Ups. Eigentlich hätte ich am Ende gerne einen Spread gehabt, aber der Lober hat es auch gemacht. Der Lober tut's auch. Captain Briny Beard. A great slam and then some. Oh, Briny Beard. Das Ding ist eigentlich, das ist glaube ich immer nur ein gelber, ne? Den Rest kann man parieren, oder? Ich beim nächsten Mal achten. Na, zumindest war es jetzt gerade so.
Oh, wir haben einen sehr guten Cycle erwischt. Oh. Ich hab falsche Clever-Swaps gemacht. Eigentlich will ich da durchgehen, nur mit Lobber schießen und Super Lobber haben, aber ich hab irgendwie... bin auf Spread gekommen. Schade, da hätten wir nochmal 2-3 Sekunden rausholen können. Nur wegen der falschen Technik. Ich hab zwar durchgehend Schaden gemacht, aber den falschen. Nicht den wir wollen. This match will get red hot. Here goes. Red hot. Okay, wir brauchen auf jeden Fall zum Parieren. Oh lol. Oh, das war... Ich weiß nicht, ob die Explosion getroffen hat. Dieser ganze Bosskampf könnte jetzt ein bisschen langsamer werden als gewohnt. Der ganze Bosszeit könnte ein bisschen langsamer werden. Ging auf jeden Fall noch ein zweites Play. Alter Schwede. Ich glaube, die Bombe hat gar nicht getroffen. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen, wie viel Schaden die erste Bombe gemacht hat. Oh, upsie. Da hätte ich schnell viel gebrochen. Ja, war ein bisschen langsam. The results are in. Let's go for another round. Let's get ready for the next battle. Cuphead versus the Phantom Express. Here's a real high-class bout. You're up. Oh, dadurch. Ups, dadurch. Da muss ich den anderen. Oh. Schön. Perfekt. Oh Gott, mein Sprung wurde da nicht angenommen. Das war... ich glaube, der Sprung wurde angenommen, also an sich angenommen, aber ich habe zu früh gedrückt. Wenn ich halt Sprung drücke, während ich noch in der Luft bin, fliege ich natürlich nicht hoch. Es hat mich jetzt 2 X gekostet und Zeit. 2 super. Oh Gott. Was war das für eine Flamme? Oh, die ist auch weggepufft. Ja. Eieiei, was war das für ein Phantom Express? Da ging alles schief. Ich wollte eigentlich noch bei, wo die 2 komischen Köpfe sind. Wir hatten ja mal einen Smash or Pass gemacht, da habe ich mir mal die ganzen Namen angeguckt, wie die heißen, aber das habe ich bei denen schon wieder vergessen. Ja, da wollte ich eigentlich hochspringen und einen Superlobber machen. Damit ich beide treffe, dass die Hitbox halt richtig Auswirkungen hat, aber ich hab's gejinxt. Ja, ein bisschen zu früh gesprungen. Aber ist in Ordnung.
match will get red hot. And begin! Oh, sollte passen. Ja, es sollte passen. Boah, ganz knapp. Nice! Ah, ich muss ja anders machen, ne? Nice. Hallo, wie geht's denn so? Here's a real high-class bout. Here goes. Wir wollen auf jeden Fall hier nicht zu viele Super... Also wir wollen ja wirklich nach jeder Attacke einen Super machen. Sonst haben wir im Roulette zu wenig. Das Ding ist halt, wenn ich ein Leben bekommen hätte, dann würde ich... Und nur das eine bei der Zigarre verliere, dann könnte ich jetzt Roulette ein bisschen aggressiver spielen, aber mit 2 Leben spiele ich es lieber auf Nummer sicher. Good day for a swell battle. And begin! Oh wow, schade. Oh Gott. Leider wieder einen Super puffen lassen. Schon wieder. Ah, Mann, ey. Hat mich da leider ein bisschen Zeit gekostet. Das Ding ist halt, das Puffen kommt halt, wenn ich den X genau dann mache, wenn zwischen den Waffen wechsle. Wir wollen aber den Waffenwechsel machen, um mehr DPS zu machen. Also durchs mehr DPS machen können wir DPS verlieren, aber ist halt manchmal so. It's on! Ist halt ärgerlich, wenn es zweimal passiert. Und dadurch halt ein bisschen länger im Bossfight haben. Bin mal auf die Endzeit gespannt. Also was wir gerade sehen, die 35,6 ist nicht mehr PB. PB ist 32,29, glaube ich. Aber ich hatte eine 5-wöchige Pause. Deswegen machen wir das da ein bisschen. Kommen wir wieder nach und nach ran. Ein bisschen grüne Zeiten sehen, statt immer nur rot. This match will get red hot. It's on! Och nö. Eieiei. Zurzeit gibt er mir aber richtig gern die Spinnattacke. Zurzeit gibt er mir die richtig häufig. Ach, es war zu spät. Es war zu früh, meine ich. Ich glaube, das Parieren war sogar gar nicht mal so schlecht. Oh, krass, 33,10, ey. Oh, der Tod bei Dr. Karls Robot, oder? Ja! Ja! Oh, es wäre ein PB geworden. Oh, ich habe hier 49 Sekunden verloren. Ich würde ihn ausnehmen, ja. Warte mal. Kann ich nichts ändern. Und ein Doppelklick. Ne, doch, aufnehmen. Müsste eigentlich mit aufnehmen, ne? Achso, ich muss einmal raufklicken. Okay, dann kommen wir raus. Aber ja, wir waren ja echt gut unterwegs gewesen. Hier verlieren wir fast 49 Sekunden. Hier sind wir minus 41.
Plus 41, also 49, nochmal 9 Sekunden hier. Ich kann gar nicht rechnen. Kann ich rechnen, Alter. Was ist denn los mit mir? 58. Also es wäre nicht Sub gewesen, Sub 32, aber es wäre ein PB gewesen. Schade. Nice, ey, aber geiler Run, ey. Sehr, sehr stark. Ja, Gold natürlich. Gold ist hart. Geiler Run. Passiert. Machen wir noch einen? Das Ding ist halt, ich bin halt, mit dem Wissen halt, dass ich nicht weiß, wie lange ich heute streamen kann, ist es alles ein bisschen komisch heute zu planen. Was ich zocke, wie lange ich was zocke. Weil bei mir noch ein Anruf kommt, dann ist halt die Frage, ob ich entweder bin ich nachmittags halt weg. Also so. Wie spät haben wir es? Ich habe meine ganzen Uhren ausgeschaltet, ne? Warte, ich muss mal auf den Stream Deck die Uhr da auf den Channel bringen. Seite 1, Uhr. Zack. Ja, mach ich mal so. Weil ich da wenigstens eine Uhr habe. Dann sehe ich gerade keine Uhr. Okay, schon nachmittags, ja. Lass mich nochmal trainieren. Da ich halt nicht weiß, nachmittags, wann ich genau weg muss. Also. Ja. Einmal einen Run machen wir auf jeden Fall. Die Zeit nehmen wir uns. Das Ding ist halt, manchmal willst du halt, genau, mit Spread und dann einen Lobber, Super Lobber. So ist perfekt. Das Ding ist aber, wenn man es zu schnell macht, kriegt man halt einen Spread, Super Spread. Ja, und genau. Ich weiß, und manchmal verpufft der halt und das ist halt ärgerlich. Ja, jetzt habe ich gar nicht trainiert, jetzt habe ich mir nur die Fehler genauer angeguckt, aber ist okay. It's alright. Aber ich nehme noch mal kurz eine Pause, gehe nochmal mit dem Griff ans Handy. Das ist witzig von mir. Lass mich in Ruhe mit deiner Werbung. Immer willst du nur mein Geld. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Run. Diesmal mit dem Mugman. Mit dem Mugman machen wir was. Ändert sich gar nichts, hat genau die gleichen Stats, genau die gleichen Attribute, Geschwindigkeit, Sprunghöhe, Schussgeschwindigkeit. Was man sonst alles für den haben könnte. Alles identisch. Der einzige Unterschied, der eventuell kommen könnte, ist Miss Chalice mit dem DLC. Der diesen Monat da ist. Diesen Monat! Wir haben so lange gewartet. Wie lange gibt es jetzt Cuphead? Wir haben letztes Mal geguckt, glaube schon 4, 5 Jahre oder so, ne? Tut mir auf jeden Fall leid an alle Hollow Knight lieber, dass ihr immer noch warten müsst. Auf Silksong. Aber ey! Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr kriegt das noch. Ja, nice. Könnte Goldspit werden. Es wird ein Goldspit. Es wird ein Goldspit. Ich sag's euch. Jungen! Ah! Jetzt können die Glotters hier raus. Da sind sie. Es ist halt dieses Ding zwischen diesen Pflanzen. Ich nenne es einfach Piranha-Pflanzen. Traue ich mich halt nie durchzuspringen so, wenn ich 1 HP habe. Ja, wenn's der Zeitraum ein bisschen falsch ist, dann ist halt vorbei. Aber es ist halt so früh im Run, man kann eigentlich da echt dafür gehen. Ich hab's noch nie geschafft bisher, deswegen wusste ich halt, wenn ich's mache und alles bis dann perfekt läuft, die Dashes, die Cutscenes skippen und so aus dem Level raus ist. Das ist halt nur eine, also, ja, war safe, Glott. Oh. Ah, schade.
Ah, der war... Einen super verpuffen lassen, einen verloren durch einen Treffer. Ich dachte, ich bin da schnell genug. Das ist immer die Angst, die ich dann habe, wenn die Karotten da sind. Da muss dann einfach sicher spielen. Better safe than sorry. Ah, ich habe die Skips wieder vergessen umzunehmen. Ah, verdammt. Zu nah rangegangen. Eins. 2, 3, 4. Ah, ich glaube das... Ah, warte, das war dumm von mir, weil ich hätte Doppel-Split-Treffer haben können. Aber ist okay. Ist nicht perfekt. Und der Treffer hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Oh, was mache ich? Jüngchen. Schade, der dich. Oh, woher? Glück gehabt, dass die Attacke da ist. Also, wenn eine andere Attacke gewesen wäre, ich hätte Ham gegangen, wäre auf Schaden gegangen. Auf maximalen Schaden. Mit der Attacke war das aber relativ entspannt. Oh, in die falsche Richtung gerade geguckt. Ja, Kopi wird ein bisschen langsamer, glaube ich. Kann ich nicht ganz einschätzen. Ist okay, ist okay. Kein perfekter Guppy, aber ein okayer Guppy. Guppy, Guppy! Hat er versucht, mich direkt als Grabstein zu bringen, aber ne. Darauf lassen wir uns überhaupt nicht ein. Kann er vergessen. Oh, meine Stirn juckt. Meine Stirn juckt. Ganz schlechtes Timing gerade. Oh, warum juckt die gerade? Ich will kratzen. Ich will kratzen! Eine Schüsse da. Eine Rockade. Oh, war okay. Nicht perfekt, aber okay. Tornado muss aber auch immer und immer wieder machen, ne? Hier kann man keinen Schaden bei ihm machen. Die Rakete war gut. Oh Gott. Oh, das war ein komischer Fight gerade. Der war... Wie viel Zeit habe ich hier verloren? Ja, der war komisch. Ich muss gleich ein bisschen mehr mit die Raketen schneller feuern. Es macht halt so viel aus, wann du die Raketen schießt. Oder ne?
A great slam and then some. Here goes. Relativ mittig stehen. Oh. Sehr gut. Jetzt hoffen wir auf die... Ja, ist schön. Ah, schade. Aber ist so in Ordnung. Ah, schade, das war zu schnell. Ah, den nehmen wir einfach. Schade, den einen Ex verpuffen lassen. Das ist immer, glaube ich weiß nicht wie viel Zeit. Ich glaube, es ist immer so eine halbe Sekunde, wenn man dadurch verliert. Weil der Lobber Super, der macht schon viel Schaden, ne? Und dann in der Zeit halt nicht zu schießen und dann noch nicht mal zu und dann halt auch den Lobber nicht rau durchzukriegen, den Super Lobber. Das ist halt so doppelte, ja. Doppeltes Ärgernis. Good day for us. Well battled. You're up. Das ist ein guter Start. Oh Gott. Ich muss mich da so ein bisschen der bewegen. Ich hätte wahrscheinlich einfach direkt nach hinten gehen sollen. Ich glaube, reinzugehen ist immer eine doofe Idee. Oh, Imagine wäre unten lang gegangen, ey. Hätte ich die Plattform so gut nutzen können. Stellt euch das vor. Alter, war das ein geiler Fight. Holy moly, war der geil. Oh, der war ja richtig geil gerade. Da lief ja alles. Also da hätte nur noch die Waffe unten umlangen müssen. Die hätte Uhrzeigersinn. Komm, soll es nicht gegen Uhrzeigersinn. Oh, aber dann hätte ich die... Weil das Doofe ist halt an der Waffe, dadurch, dass sie sich relativ schnell bewegt, ist es halt schwierig, da mit dem Spread wirklich gut zu agieren. Wenn die aber sich im Uhrzeigersinn bewegt und dann auf die Plattform ganz gut kommt, kann man sich einfach auf die Plattform stellen und einfach schießen. Und dann treffen relativ viele Spreads, wenn es der richtige Abstand ist. Good day for us. Well battled. It's on. Ups. Ja, das ist klar. Ups. Ah, dann kannst du wieder. Projektile gehabt, nicht getroffen. Ah, Mann. Nein, nicht genug Schaden irgendwie. Oh, perfekt. Perfekt. Du bist gut zu mir. Du bist gut zu mir. Endlich Freikraft, Alter! Let's go! Was geht ab? Was geht ab? Aber der war nicht so gut, der Fight, ne? Na, wir verlieren ein bisschen Zeit für euch zum Bibi. Der war gar nicht mal so schön. Der hat sich ziemlich geil angefühlt, der Fight. Also ich habe in der ersten Phase ein paar Schüsse verfehlt, okay. Und dann musste ich halt so doof mich bewegen, dass ich in der zweiten Phase schnell an ihn rankomme. Aber naja. Ja, grüßen Sie sich, Malte der Zweite. Was macht die Gesundheit? Was macht der Körper? Was macht dein sexy Körper? Erzähl. Ich hoffe, dir geht's blendend. Sag mir denn in die Fresse rein. Das kann nicht so nicht wahr sein. Ach, schade. Oh, 2 Treffer gleich. Ah, das ist nicht so gut. Ich hasse die Katzenattacke.
Körper macht Sachen? Okay. Soll er weiter Sachen machen. Also soll er gute Sachen machen. Schade. Oh, was ist da los? Das war ja... Oh, das war lange. Das war lange. Oh Gott. Ah, ich muss das sicher spielen. Mit einem Leben. Konnte ich mir nicht erlauben, jetzt Schaden zu nehmen. Ja, wird ein bisschen langsamer sein, glaube ich, oder? Ja. Was macht die Elle? Ja, sie kommt langsam. Also ich muss mal... Ja, ich krieg den Abend immer noch gerade auf jeden Fall. Ja, ich habe meine letzte Physiostunde ist vorbei. Ist halt jetzt so dieses Ding, so der Letzteres kommt. Jetzt muss ich halt... jetzt wo ich ein bisschen auch Gewichte heben kann und so Stück für Stück mich vorarbeiten, wieder Sport machen. Mein Kraftsport und auf meinen Körper reagieren. Also mit Schmerzimpulsen arbeiten. Beziehungsweise, wenn ich merke, dass es zittert, wenn es schmerzt, dann einfach aufhören. Und, ja, dann Stück für Stück wieder alles aufbauen. Jo, wahrscheinlich. Das war mies. Dass er sich da nochmal nach vorne traut. Wir hoffen, dass er rechts kommt. Natürlich nicht. Oh, warte mal, ich bin tot, oder? Ich bin tot, ja. Scheiße, ich hätte den Treffer nicht nehmen dürfen. Fuck. Ah, das war unnötig. Der Tod. Das hätte ich einfach sicher spielen müssen. Ach man. So ein schöner Start, ey. Gute Elle. Wieder zum Treffer irgendwann. Aber auch nur, weil ich in der ersten Phase immer so doof Treffer nehme. Ach man, ich wollte... Zu spät gedodged. Zu spät, zu spät... Ja doch, zu spät gedodged oder den Dash gemacht. Ich wollte eigentlich genau über den Mannequin darüber. Ich jetzt bei Baby eher klauen da die Probleme habe, the fuck. Das ist, glaube ich, echt doof, wenn ich 2 Leben verliere hier bis zu der Phase hin. Es waren relativ schnelle Tode, aber es waren trotzdem doofe Tode. Ups. Falsche Waffe gehabt. Oh, das tut weh. Oh, ich habe auch da 2-mal in der ersten Phase einen Attacke gekriegt und dann nochmal bei den Hunden. Nee, wobei gar nicht. Beim zweiten Versuch wollte ich ja mit ins... Nee, doch, ja. Und dann wollte ich halt mit ins... Da habe ich es halt so doof gespielt. Egal, passiert. Passiert. Aber solide Runs, ey. Also... PB-Potenzial ist vorhanden. Ich weiß noch nicht, ob Sub 32 Potenzial vorhanden ist, aber PB-Potenzial ist auf jeden Fall wieder vorhanden. Oh. Die Wolke habe ich gerade erst zum Schluss gesehen. Ah, schade. Wird eine etwas längere Phase 2G werden. Oh.
doch, verpufft. Oh Gott. Ah. So ist ja nicht nur, dass ich es mir schwerer mache mit den... Ich hatte 3 Leben, ich hätte viel mehr heimgehen können. Nicht nur, dass ich da mit jedem Dragon Ball, den ich treffe, oder mit den Feuerbällen, keine Ahnung, dass ich mir es schwerer mache und halt mehr Projektile habe, sondern halt jeder Lobber, der da weggeht, so ist halt auch kein Schaden am Drachen. Ne? Das sind wieder 3 Lobber mehr, die ich dann am Ende treffen muss, wenn ich halt 3 von den Feuerbällen treffe. Darf man auch nicht vergessen. Die Abklingzeit ist halt relativ groß bei den Lobberschüssen. Gute Ella. Was hast du heute Schönes gemacht? So ansonsten Uni, gelernt, Sport, Ich-Zeit, die gute Ich-Zeit. Die gute Ich-Zeit. Ach, come on, ey. Trifft mich auch noch. Wahrscheinlich trifft das nicht. Ja. Plattformen waren ja gerade sehr wild. Ah, schade, ein Quetschen. Super. Boah, die Plattform war gerade sehr wild gewesen. Ich hab nicht geguckt, wie die rechte Seite aus war. Vielleicht hätte ich auf rechts rüber gehen müssen. Aber links war so... Okay, wann darf ich mal ran? Okay, ich hab schon zu viele. Sehr gut. Wenn ich 2 müsste ich im besten Fall parieren, dass ich da einen Superplane kriege. Ja. 2 müssen es sein dann. Upsi. Alter, so lang wie das manchmal geht. Sieht's denn gerade aus? Boah, ich habe eine 1 Minute 8 verloren bei Beppi. Krass. 1 Minute 8. Ja, die ist vorbei. Könnt ihr am Ende mal wieder gucken. Könnt ihr am Ende eine Minute 8 abziehen aktuell. Ist aber ganz gut, weil man vergleicht man halt nicht zum Goldsplit, sondern einfach zum PB. Zum letzten Run. Schade. Oh, wow.
Ja, wird ein bisschen langsamer, Sally. Oh, war okay. War nicht so langsam. Ich dachte, das wird vom Schaden schwieriger. Ich hätte wirklich gedacht, wenn ich halt in der zweiten Phase nicht genügend Schaden mache für die Transition in die dritte, dass selbst wenn ich beide Clever-Swaps treffe mit dem Superlobber, dass sie trotzdem nach rechts rüber geht. Aber es hat mit dem zweiten Superlobber dann gereicht. Das war gut. Das war schön. Schön war das. Schön. A great slam and then some. Now go. Gott, oh Gott. Was machen sie? Ja, sie machen die doofe Attacke. Warum machen sie diese Attacke? Na, schade. Einen gejinxt. Ja, wir tanken einfach jetzt. Nice. Das heißt, ich glaube, wir machen. Das habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, Super Spreads, wenn alle 8 Projektile treffen, waren mehr Schaden als ein Super Lobber. Aber da nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Da bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Here's a real high-class bout. Here goes. So, Bluto. Was machen wir heute? Ja, vom Board schmeißen die. Fast baiten. Alle 3 X raus. Ja, natürlich kommt die. Ach, hab ich gepennt. Oh Gott. Ah, Mann, ey. Was ist denn los zurzeit? Das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Da hätte ich den 4. Ex gebraucht. Ich darf es nicht wechseln. Ich muss einfach bei Luba bleiben. Lopper. Wenn ich unten stehe, treffen wir halt nur 2 oder 3. Ich glaube, ich muss mindestens 4 treffen, damit Spread mehr Schaden macht als ein Lopper. DPS-mäßig. Here's a real high-class bout. Now go. Now go. Mann, dabei war der Start so geil mit diesem Sprung und dann muss ich es bei Baby jinxen, ey. Also jeder andere Bosskampf, wo ich es gewohnt bin, bei Baby. Wenn nicht 2 Mann. So. Das ist richtiger Schlag in die Fresse. Oh Gott. Oh. Früher konnte ich Seepferdchen richtig gut baiten, aber irgendwie habe ich das verlernt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Da weiß ich leider nicht, woran das liegt. Den hat man nicht freiwillig. Stirb. Hallo? Oh, ich wollte gerade sagen, die nächste Phase. Ich habe da meine 2 Super Pains gehabt. Ah, ich musste. Ah, ich hätte nach oben dodgen müssen. Das war dumm, dass ich da nach unten gedodgt bin. Macht viel aus. Glaubt man aber gar nicht, aber.
Ich gucke aber, ich habe ja manchmal so einen Blick auf die Splits. Ist ja auf jeden Fall angenehm, dass es grün ist. Das macht bei mir zumindest im Kopf irgendwie ein bisschen was mehr. Aber ich gucke dann immer gerne auf Best Possible Time. Wir haben ja vorhin gesehen, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir eine Minute 8 verloren haben bei Beppy. Ich rechne das gerade runter, das heißt, wir wären auf jeden Fall jetzt schon aus Sub 32 raus. Und wir haben noch 3 knackige Bosskämpfe hier. Oh. Oh, oh. So, der muss so weg auf jeden Fall. Oh, schade. Bisschen ärgerlich, weil mir fehlt jetzt eine Karte. Ich konnte den Ziegelsteiner nicht parieren. Nice, das ist optimal. Aber vielleicht kriegen wir noch einen dritten. Wir brauchen wieder noch eine dritte Karte gleich. Vielleicht kriegen wir die ja. Na, schade, okay, verpuffen lassen. Wir hatten die dritte so bekommen, aber ich habe den zweiten verpuffen lassen. Krass, wie viel Schaden es ausmacht, ey. Wie lange es denn noch geht. Also ich glaube, den dritten hatte ich getroffen. Den dritten super. Da bin ich nicht ganz sicher, aber gerade die Luke zuging. Das war echt knapp, aber ich muss den Feuerball dann noch ausweichen. Das Ding ist, das ist ein bisschen, was ich ärgerlich finde an Cuphead. Dass wenn du einen Treffer bekommst, in dem Moment, wo du dein Super machst, verschwindet er einfach. So, es wird dir halt nicht mal geschenkt von wegen so, okay, ja, du hast den Super gemacht, hattest jetzt aber so eine doofe Position oder warst du gierig, den rauszuschießen, dass du halt einen Treffer erleidest. Und der verschwindet der dann einfach. Das ist immer so, Ey, wir kriegen 2 Leben, das ist nice. Das ist sexy. Passt das? Oh, das könnte ganz knapp sein. Das könnte ganz knapp sein. Oh mein Gott, ich glaube, ein Tick weniger nach rechts gelaufen. Ich hätte da noch einen Treffer kassiert. So ein paar Pixel, die breit sind. Das macht so viel aus. Das macht so viel aus. Oh, jetzt kriegen wir Leben. Leben kriegen wir. A great slam and then some. And begin. Du hast noch einen? Okay. Mit dem angenehmsten Teil. Raus aus diesem Zirkus! Zaubersprüche kannst du dir sparen. Lass mal zu Uri Geller gehen, ey. Der kann dir einen Löffel verbiegen. Oh, wir können so viel tanken, Jungs. Mädels. Ich muss trotzdem gucken, ob wir... Okay, starten mit der Attacke. Das heißt, wir gehen ja richtig hin. Also hier, das machen wir trotzdem so. Oh. Ein bisschen getrickst hat er. Oder sie. Er hat mich ausgetrickst. War so nach links, dass ich dachte so, na geil, die macht hier Roulette. Aber nee. Da kamen sie wieder zurück. Freshdachs. Oh klar, ein Freshdachs ist die Frau. A brawl is surely brewing. Here goes.
Ich habe schon überlegt, ob der Gold sein könnte. Ich hab's schon überlegt, ne? Ich dachte schon so, könnte, maybe, war geil. Es ist es. Es ist es. So sexy. Hey, Miguel! Einen wunderschönen guten Tag. It's German? I'm not sure. But good to see you. Hallo, hallo. Moin, moin. Es wird leider kein PB. Also PB ist leider nicht drin. Ich müsste jetzt den Boss in 22 Sekunden schlagen. 21, damit es PB ist. Das ist nicht möglich. Eigentlich. Schöne erste Phase. Keine Spinattacke. Was ist da los? Keine Spinattacke. Oh wow. Das war ärgerlich. Passiert aber. Meine Waffen wechseln gerade ein bisschen. Oh, Kacki. Ach komm, ich weiß doch, du willst runterspringen. Fledermaus. Da war ein komischer Fight. War aber okay. Oh, krass, ey. Mann, das ist so ärgerlich. 1,8 habe ich versemmelt, ey. Ich bin auf 44 Sekunden runter. Mann. Warum? Warum, Beppi, ey? 1,8 hatte ich. Oh, es wäre ein PB gewesen. Ich wäre bei 22,5. Ah, Mann, ey. Das ist so scheiße. GG. Ja, ich muss mal kurz jetzt klären, wie bei mir der restliche Tag ist. Ich muss mal kurz eine Nachricht schreiben. Dann können wir kurz ein bisschen quatschen. Jetzt weiß ich, ist halt so gerade ein bisschen die Sache jetzt, ob wir noch weiter streamen können oder ob jetzt Pause ist. Ah, Mann, ey. Schade, ey. Saufen? Nee. Geburtstag ist morgen. Heute ist ein chilliger. Aber Kataline ist krank und jetzt ist so die Sache, wie fit sie sich fühlt. Ob sie meint, ist in Ordnung. Schade, ey. Guter Run. Oder solider Run. Ich wechsle mal kurz die Zähne. Mach mal kurz Intermission. Aber es war schön, ey. Ich könnte jetzt hier könnten wir auch nochmal Livesplit eigentlich einbauen. Dann kann man ein bisschen drüber quatschen. Wir brauchen eine Fensteraufnahme und dann brauchen wir einen Livesplit. Zack. Quelle hinzufügen. Ja, machen wir mal so relativ zentral. Das ist gut. Ist halt, ne? War okay. War okay. Geht immer schlimmer auf eine Art und Weise, aber... ist halt, ne... Also Gold sieht man halt... Gold ist mega schwer aufrechtzuerhalten, die besten Splits, weil es ist halt alles RNG-abhängig, ne? Es ist halt immer eine Frage, was kriegst du für Patterns, welche Partikel kommen auf dich zu und so. Aber dass ich dann halt durch Tode... Ja, ich warte noch nebenbei auf diese Antworten. Ja, Tosche Miguel auf jeden Fall. Hoffe, dass du einen guten Tag gehabt. Oh, ist ja Wochenende, ne? Oh, ist ja stimmt. Heute ist ja Freitag. Mal Wochenende. Let's go. Das ist so... Es ist immer ein Tod gerade, der so meinen Run kaputt macht. PB ist auf... Ich weiß, ich krieg ein PB hin. So, PB ist definitely possible. Definitiv. Ich mach mal ein bisschen... Ich bin ja ein bisschen lauter. Ich hoffe, wenn ich zu laut sein sollte, sagt gern Bescheid. Ich will mich, glaube ich, nochmal einen Tick lauter machen. Und ich will...
Können wir ein anderes Lied? Irgendwas? New Tournament? Ich glaube, New Tournament. Kann peppig sein, kann auch chillig sein. Was gibt's denn gerade eigentlich für... Gibt's denn irgendwelche Games, die gerade so ein bisschen rauskommen? Ich würde gerne euch die Seite zeigen, aber hier gibt es, glaube ich, keinen White Mode. Kein White Mode, Dark Mode. White Mode. Ja, irgendwie... Aber ja, Opera kann man nicht das dunkle Seite erzwingen, ne? Ja, sieht aber auch ein bisschen scammy aus. Ich finde dieses rote Seite, dunkle Seite erzwingen, finde ich immer ein bisschen unangenehmer. Es steht auch Beta, aber trotzdem. Redout, da habe ich Bock. Wir hatten eigentlich jetzt schon über Spiele geguckt, ne? Ja, stimmt. Wir haben ja gestern schon ein bisschen Reaction-Content gemacht. Wobei, wisst ihr, was heute rausgekommen sind? Heute sind ganz viele Trailer rausgekommen von Sony, von PlayStation. Es gibt nämlich das nächste Spiel, was auf dem PC erscheinen wird, nachdem ja Horizon Zero Dawn PC-Leute glücklich gemacht hat. Und God of War geht Sony mit der nächsten Runde ins Spiel. Und zwar Spider-Man. Ja, Spider-Man kommt auf den PC. Finde ich geil. Bin ich ein bisschen hyped. Da habe ich richtig Bock drauf. Ansonsten Silent Hill. Ja, das wäre geil, Silent Hill. Resident Evil 4 machen sie neu. Also ich denke mal, so wie sie Resident Evil 2 und 3 neu gemacht haben. Und da wollte ich dann auch unbedingt mal das Genre wieder komplett neu spielen. So, ich würde mal gerne von Resident Evil 0 bis 8 mal alles spielen, weil ich habe eigentlich, also wirklich viel gespielt, habe ich eigentlich nur 5. 5 habe ich wirklich gesuchtet. Und ich glaube, ich habe als Kind mal 2 oder 1 gespielt. Aber ich so Resident Evil 4, 6, 7 ist alles an mir vorbeigegangen. Bei 7 wollte ich, glaube ich, immer VR spielen. Genau, und Resident Evil 8 wird es auch in VR geben. Direkter Port von Sony. Und ich glaube, 7 war ja auch schon relativ vielversprechend. Zumindest wenn man sich bei Steam mal die Reviews anguckt. Resident 7 VR. Ja, ich bin in VR wahrscheinlich. Kann man sich das nicht mehr holen? Gab es da irgendwie Resident Evil VR oder nicht? Oder war das direkt integriert? Also ohne, dass es ein extra Spiel ist. Gab es nicht irgendwie Resident Evil VR? Jetzt bin ich gerade... Moment mal, Resident Evil 7 VR. Trailer, hey, aber haben sie das nicht mal gemacht? Vielleicht irre ich mich gerade komplett. Oder war das ein Mod? Vielleicht war es auch einfach ein Mod. Ich hab immer noch, also wenn die neue Wohnung das zulässt, dann... Okay. Okay, ich habe gerade eine Antwort bekommen. Wir werden ein bisschen länger streamen. Wir machen den Stream nicht aus. Aber ich werde... Cuphead reicht heute. 2 Runs. Wir haben den Stream-Run für heute abgehakt. Ich würde dann... Frau krank. Nee. Frau gesund. Aber es war die Sache... Also das war heute das Ding... Eigentlich ging ich davon aus, dass ich heute den ganzen Tag zu Hause chille. So, dass ich halt früh morgens ganz entspannt meinen Kram machen kann. Ich habe ja heute meinen Balkon bepflanzt. Mit dem Hausmeister musste ich was klären. Und ein paar andere Sachen. So, das wollte ich alles so vormittags machen, früh vormittags. Dass wir dann so entspannt nachmittags streamen kann. Und dann halt abends wollte ich mit Mose eigentlich wie wir hier Forever weiterspielen. Dann gab es aber jetzt die Idee,
dass wenn Caroline gesund ist, weil die ist gerade krank, also das war der Grund, so, sie ist halt krank. So, ich muss ja jetzt auch nicht rüberkommen und mich da auch noch anstecken. Dann war die Idee, ob, wenn sie gesund ist, ob ich entweder, dass ich es ruhig mache, dass ich jetzt nachmittags vorbeikomme, wir ein bisschen quatschen, dann komme ich abends wieder zurück. So, dann hätte ich mit Mose auf jeden Fall zocken können. Oder ob wir ins Kino gehen. Das war ja der ganz grundsätzliche Vorschlag, dass man Freitag ins Kino geht, wo sie halt noch nicht krank war. So, das hatten wir letztes Wochenende geplant oder so. Jetzt führt sich anscheinend so für, dass wir ins Kino gehen können. Können wir ja nicht Doctor Strange gucken. Doctor Strange! Hab ich Bock? Hab ich immer nicht geguckt. So, jetzt mach ich erstmal Cuphead aus. So. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden, was zocken wir jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir können jetzt ganz entspannt die Sache angehen. Die Sache ist, Morbius gucken. Ganz ehrlich, ich hätte schon Bock, den zu gucken, aber der war von den Kritiken so schlecht, dass ich den nicht im Kino gucken würde oder so. Das wäre dann so, hätte ich mir den irgendwo ausgeliehen oder irgendein Streaming. Also wenn der, bei Sony weiß man ja immer nie. Ich glaube, No Way Home ist halt... Wer streamt? Wie streamt das? Bei No Way Home war das ja, glaube ich, dass du den jetzt mittlerweile fast überall kaufen kannst oder leihen kannst. Aber du kannst den nirgendwo, hast den nirgendwo in der Flatrate. Bei Amazon kannst du den kaufen, Sky, Apple TV, Google Play und viele weitere, so die großen 4. Ist Google Play einer der großen 4 und Apple TV? Okay, also Sky und Amazon wäre jetzt für mich so die großen. Da kann man sie leihen und kaufen. Aber es gibt noch keiner, der es anbietet. Und bei Sony weißt du halt immer nie, ja, wie machen sie es, ne? Wie machen sie es? Alte Spider-Man-Filme waren ja auch dann bei Netflix teilweise. Und dadurch, dass ja da die Filme, also die, wie ist es mit den Filmrechten? Marvel, Disney können die Filme machen, aber der Verkauf ist dann wieder die Sonys Sache. Das ist halt irgendwie so ein bisschen weird. Dieses Meisterwerk. Dass du halt nicht mal einen Kappa machst, finde ich sehr enttäuschend. Aber ja, für alle die Leute, die da sind. Ich habe jetzt gerade so 3 Spiele, die bei mir so ein bisschen auf der Liste stehen. Wir könnten uns weiter an Melania erfreuen in Elden Ring und da versuchen, einige Tries reinzubrettern. Warum ist eigentlich... Ist das der Blumentopf? Das ist der Blumentopf, ne? Der Blumentopf fuckt voll ab. Ich kann den da nicht hinstellen. Moment. Was ist, wenn ich den hier hinstelle? Ist das besser? Nee, was ist denn das? Ich versuche herauszufinden, was es ist. Was? Das ist die Bettdecke. Holy shit. Ah. Okay, nächster Versuch. Ist es noch da? Nein, geil. Ah, ein bisschen. Aber nicht so krass. Das ist die Bettdecke einfach, wenn ich mein Bett nicht mache. Dann kann er das nicht so ganz rausschneiden. Nee, also okay. Also, ihr könnt entscheiden. Entweder wir spielen Elden Ring. Melania ist da gerade und dabei. Du Ferkel. Hallo, nur weil ich mein Bett nicht gemacht habe. Ach, Mann, ey. Bin ich halt einfach aufgestanden, hab's nicht gemacht. Schweine, ey. Dann könnten wir spielen Road 96. Das ist so ein... Nicht 69, 96. Das ist so ein Adventure-Game, wo man irgendwie in Amerika ist und versucht auszuwandern. Und dabei halt wohl sehr viele lustige Abenteuer hat. Ist, glaube ich, schon ein bisschen länger da. Ich bin nur wieder aufmerksam gekommen, weil das, glaube ich, jetzt für die Next Gen nochmal rausgekommen ist. Stanley Parable, die Ultimate Box, da hatte ich auch richtig Bock drauf. Ja, und Attach Some Grass will ich spielen, wenn Mose da ist. Das will ich Mose gönnen. Also, Malte, wenn du da jetzt, wenn es dir egal sein sollte, dann ist es so, aber ich biete euch da jetzt so ein bisschen die Wahl an. Also spielen werde ich die Sachen eh irgendwann noch. Ich schwank gerade so ein bisschen zwischen Stanley Parable und muss leider bald los. Ah, okay, verstehe. Ja, okay, dann gucken wir uns mal Stanley Parable an. Ich glaube, das ist was Feines, Neues, was anderes. Da können wir uns, glaube ich, mal ein bisschen versuchen eingehen zu lassen. Ah, die Melania-Tode. Die schön. Brauchen wir jetzt nicht.
Gucken wir mal, was wir hier machen können. Please choose the screen and subtitle language. Wir machen mal deutsche Subtitles, aber wird wahrscheinlich dann auf Englisch alles verkörpert sein. Vertont. Du hast Stanley schon mal gespielt? Ja. Passen die Regler so an, dass der Computer... Ja, also ich lasse es einfach immer in der Mitte, solange ich das Link sehen kann. Meine aktuelle Zeit... Was haben wir denn? Wir haben jetzt 15... Hä? Achso, was mit PM? Die warten auf 22. Warte. 3, 2, 1. Warum nimmt er das nicht direkt aus dem PC? Jedes Spiel nimmt das doch einfach aus dem PC. Oh ja, geil. So, Sichtfeld. Nach oben. Maus muss ich in-game machen. Untertitel. Okay. V-Sync aus, bitte. Vollbild. Das ist alles in Ordnung. Okay. Dann rein da. Rein da! Wir obeying erstmal. Wir hören erstmal den Erzähler zu. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, ich muss erstmal die Meinungsfähigkeit gegen machen. Okay, 4 ist in Ordnung. Hallo? Ist hier jemand? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ey, der Drucker ist noch an. Wer hat den angelassen? Vor allem mit so einem Saustall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ah, sie haben immer noch die schönen Fenster hier gelassen, wo man nicht rausgucken kann. Geil. Hallo? Ha! Wir müssen ja Energie sparen, ne? Ich weiß nicht, was sie großartig geändert haben, aber ich habe einfach Bock. Stanley Parable war ein geiles Spiel damals. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hallo? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jo, Bane erstmal. Wir spielen so, wie das Spiel möchte. Hallo, wer ist denn da? Oh! Da hat einer den PC angelassen und abgeschlossen. Frechheit. Yet there was not a single person here either. Feels bad, Feeling man. a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Scheiße, wer ist der Whiteboard-Manager? Oh, da hat einer ein Smiley gemacht, das ist ja unprofessionell. Das geht ja mal gar nicht. Who moved my desk? Oh. Was war das? So ist die Folie gewesen, ne? Using slides to assure employee that everything is okay. Make sure... Hey! Everyone is unique. You most of all. You most of all. Oh, ich bin uniker als die anderen. Ich bin der einzigartigste Mann dieser Welt. Oh, hallo? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ja.
Aber zu. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Be obeying. Hallo? Chef? Was ist los? Ich brauche Arbeit. Oh, and I'm getting the feeling money's for stealing. But not yours, of course. Say that's the talk. But lady powers. Warum höre ich Klickgeräusche, wenn ich im Badezimmer bin? Ich linke Maustaste drücke. Keiner da. Keiner da. Hallo? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Oh my God. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Überhaupt nicht. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Die machen alle bestimmt Grillfest und haben mich nicht eingeladen. Selbst der Chef ist dabei. Hallo? Ich habe leider keine Flashlight. Hallöchen, Papöchen. Ich mag einfach die Erzählerstimme. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oh, upsie. Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator Oopsie. and went back up. Silly me. Das war mir nicht bewusst, dass Why es did geht. Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. Upsi, darf ich wieder zurück? Ne, ich darf nicht mehr zurück. Oh, upsi, ich darf nicht obeyen. Müssen wir nochmal obeyen. Here we Hallo? are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Danke, Tat. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, Danke. weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm Nur viel Spaß damit, bolted to the Tag. edge of my seat. Ja. War vielleicht nicht die schlauste Idee, gebe ich zu. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es funktioniert. Du kannst nicht springen. Alter, deine erste Errungenschaft. Das war falsch. Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? Big Brain Time! Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? Diesmal gehen wir hier lang. Stanley walked straight ahead through willkommen the zurück. large door that read Mind Control Facility. Okay. Diesmal escapen wir nicht. Hallo? Ist hier wer? Das ist ein großer Knopf. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Wir wissen es nicht. Now the monitors jumped to life, their Fired. true nature Fired. revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers.
The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Wie eine Reality-TV-Show. Scheiße. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Nein. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Schön, dass wir einfach weitermachen. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Nein, Never. never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ach, scheiße. Das mit dem Rätsel. Das habe ich, glaube ich, damals Here schon was nicht the geschafft. proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Das habe ich damals schon Walking, nicht geschafft. eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Machen's kaputt. Wir zerstören es. Damit ich meine eigenen Wellen wieder kriege. Aus. Off, on. Success! Oder? What's poppin'? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Mami! Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Jo. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. So beautiful. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing Raus worth hier. knowing. Stanley stepped through the open door. Und jetzt tot. Stanley felt the cool breeze upon his skin. Ja, wie war schön aus The als feeling of liberation. The Sind wir noch immense natürlich possibility of the new Steam, path drin sind. before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oh, happy man. I'm such a happy man. Happy man. Easy play. So, Spiel vorbei. Können wir aufhören. Nein. So viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Krass. Also einfach, wenn wir obeyen, sind wir auf jeden Fall glücklich. All of his co-workers were gone. What could it mean? So, jetzt machen wir Stanley mal decided to go to the meeting Machen wir room. die zwei- Perhaps he had simply missed a memo. zwei Extremer. Erst obeyen und jetzt sind wir wild. Jetzt machen wir das Spiel so, wie wir When wollen. Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nö. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nö, ich will eigentlich jetzt, oh, schönes Bild. Ich will jetzt einfach nicht zuhören. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Hallo? Stanley simply stood here, drinking it all in. Geil, oder? Ich könnte man so eine richtig geile Couch-Oase machen, so noch ein bisschen tiefer setzen. Schöne Couch. But Okay. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö, wir gehen nach...
da. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Oh. Bist du so toxisch zu mir? Toxisch bist du. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Sie? Guck mal das. Aber da ist alles voll zu. Aber wenn man da irgendwie hinkommen würde. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. The fuck? Was willst du von mir tun? Ich will mich obeyen. Ich will nicht obeyen. Wer ist sie? Suddenly Black. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Nö. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Nein. Lass mich raus. Geh nicht ran, ich höre dir nicht zu. Ich obeye. Nicht obey, ich mach das andere. Ich mach das andere, ja. Kann ich den Stecker sehen? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Ja. Stanley, did you just unplug the phone? Ja. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine I Lüge. can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Wie, was? Please observe this helpful instructional video. Ich will kein Lehrvideo gucken. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Nicht schlecht. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Ganz klar. Okay. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Bitte nicht. Wo ich vergessen würde, Welcome back.
You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Nö. Ich will da nicht lang. Tür geschlossen. Scheiße. Ich glaube, ich habe die Wahl nicht. Na gut, dann gehe ich halt da entlang. Hast gewonnen. Gibt's mir keine andere Wahl. Hey. Oh, warum ist ein Zaun auf einmal? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Darf ich wieder zurück? Wahrscheinlich. Mann ey, jetzt muss ich ja zuhören. Da unten will ich lang. Mann, jetzt muss ich dir auch noch folgen. Ist doch langweilig. Alles abgeschlossen. Nirgendwo komme ich rein. Schon wird mir nicht mal die andere Tür aufgemacht. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Warum tust du mir das an? Warum tust du uns das an? Lass mich doch mal eigene Entscheidung treffen. Nur weil ich ein Mensch bin? Kein Stanley? Muss doch mal improvisieren können, ne? Dungeon Master können das ganz gut. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. Nein. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Schöner Schrank übrigens. Gefällt mir. Hab ich's kaputt gemacht? Kann ich vielleicht hier lang gehen? Ah, Scheiße. Scheiße. Alles zu. Ich kann nichts machen. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? Yep. What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? Nein. To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. Rote Tür dahin. I have to shut the game down. I have to. Nö. I have to. Nein, mach Warum denn? Mach nicht. Oh. Sieht nicht so sauber aus, wenn ich ehrlich bin. Oh! I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You, who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. Ärgerlich. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. Tja. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Danke. Hab dich auch lieb. Oh, my story.
If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich bin Anarchie, ne? Anarchie muss... No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich würde immer noch gerne in hier hinter mir gehen. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Wie oft kann ich behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Die Decke wird tiefer, oder? No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Schön. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich probier's noch einmal. Einmal muss man probieren. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da sind 2 Kartons, das Ding, 4 Tische, Stühle, die Pflanze und die Klinke ist, glaube ich, tiefer. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Nicht wirklich. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay, wir gehen jetzt mal links rein. Zu viel rumgeärgert. Geht's jetzt? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hey, was ist das? Oh ne, warte, den kriege ich nicht auf. Irgendwas muss anders sein. Wo die Treppe geht. Coming to a staircase, ey, der nimmt mir die Stanley Option runterzugehen. to his boss's office. Frech. Frech, sag ich dir. Oh. Bar darf ich auch nicht mehr. Oh, das sieht ein bisschen anders aus. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Hallo, Nightshark 1. Ich kann nicht. Ich kann nur tippen. Stanley spoke the code. Kann ich tippen? Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Ich kann nicht. Ich will, aber es geht nicht. I'm sorry, is there a problem?
You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ich glaube, da sind wir wieder bei Entscheidungen, die ich dann nicht treffen möchte. Es geht nicht. Es geht Okay, fine. You're not gonna do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Ach, moin. What the fuck? Das bin ich der Erzähler, oder was? Das kommt mir gerade wieder bekannt vor. Hello? Is everything okay? Stanley, please. Ja, guck mal, nee, die Klinken sind I need tief, you to ne? make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Oh. Stanley, this is important. Armer Erzähler. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. We're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Ah, mit Unity wurde das gemacht, nevermind. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, das tut mir echt schon ein bisschen leid. Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. Ich kann halt nichts machen hier. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit. Doch, okay, viel Zeit. Ich bin jetzt ein bisschen ins eingesperrt hier, ne? Oh. Das war's wirklich. Ja, okay, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, süß. Dude. Oh. Waiting input? Was? Computer. Ist da noch einer? Ausgemacht. Ist da noch ein Computer? Die ist ja alle ausgemacht, ne? Dude. Oh. New Content? Ja, New Content. Oh. New content? What does that mean? New content. Ist das New Content? Hallo? Ich habe gehört, es gibt New Content. Ultimate Box. Hey! Ey, ich werde einfach weggefahren. Ah, vielleicht lässt sie grüßen oder was? Hallo? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Ach, das ist... As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Super. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Süß. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ja, du musst dich dort auskennen, oder nicht? Ja, du weißt doch. Moin Dislike. So far it's an Keine Angst. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ey, hoffe ich doch. Is it broken? What's going on here? Should we
Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Also hätten wir ein bisschen aber polischen können. Was ist das für ein Fahrstuhl? So ein Bauarbeiter. Baustellenfahrstuhl. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Versuch's ja. Quatsch schon immer dazwischen. Bleibt. Hä? Oh. Alright. Bleibt nicht drauf, oder was? Alright, let's see. It's the jump circle. Ich kann springen. Wow. Geil, ich kann also hier kann ich nicht springen. Ich habe ja vorhin das Geschrieben bekommen, kannst nicht springen. Oh Gott, ey, wir müssen diese Sprünge nutzen, ne? Das ist halt so kurz so, wow! Oh, kann sogar aus dem Kreis rausspringen. Boah. Guck's dir an. Kann man den resetten vielleicht? Ja, scheiße, wir haben nicht mehr so viele Sprünge. Ah, jetzt wird es langsam knapp. Doublesprung ist nicht möglich. Na, das war's. Scheiße. Jetzt mal. Oh, vor allem in dieser geilen Auflösung. Krieg ich noch ein paar Sprünge? Ich hätte gern noch ein paar. Komm schon. Ein paar Sprünge noch. Ne, ich glaube, ich krieg keine mehr. Schade. Na gut. Ja, hat Spaß gemacht. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Hast du den Timer zurückgesetzt? Ist schon geiler Content. Also, finde ich schon gut. Sexy. Danke. War ich mit dir? Another elevator. Nee. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? Vielleicht kommt if da this noch is was. New content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Mal nach Leichen, dass man... Boah, bitte nicht. Was ist hier los? Thank you for enjoying That's the it? content. Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ist in Ordnung? Können wir machen? Ne, ducken konnte ich leider nicht. Oh! Ah doch, ich kann ducken. Nevermind. Ich dachte, das ging nicht. Aber guck mal, es hat sich geändert. Ja, stimmt. Gutes, schönes, langes Wochenende. Pfingstenzeit, let's go. Manche haben ja sogar 2 Wochen, wa? Ah, guck mal, hier würden wir normalerweise lang gehen. Sieht doch toll aus. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Content. Psst. Oh. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Warte. Ja, nimm ich. Ich glaube, das ist die alte Tür. Ne, spring geht leider nicht. Das sind Schaumschlüsse. Kaffeenut. Was hast du denn für mich, Erzähler? Wie ist denn eigentlich der Name? Können wir den vielleicht mal erfahren? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret.
Take a look. Uiuiui. Sieht ja schön aus. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Also, ich habe aber nicht mehr so viel Erinnerung daran, ne? Vielleicht hätten wir erstmal das normale ein bisschen wieder spielen sollen. Aber ich wollte ja den neuen Content jetzt schon sehen. Sweet, sweet memory. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Ah, das haben wir gesehen. Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Oh, die Achievements. Rübergeklebt. Good times. Ich kann mich, also manche Sachen kann ich mich noch erinnern. Aber dann hätte ich es natürlich neu gespielt. Our first kiss. My first car. The release of the Stanley Parable in 2013. Thorsten? Ich glaube nicht. Oder? Was ist das für eine Seite? Mozilla Firefox Starter Page. Holy shit. Sehr süß, dass sie davon einen Screenshot gemacht haben. Smile because it happened. Das sieht schön aus. Der erste verdiente US-Dollar. Beginnt. Oh, Stanley Demonstration. Stimmt, die Demo. Ich glaube, die hatten wir sogar auch gezockt. Don't play for 5 years. Ich weiß nicht, ob ich das Achievement habe. Ich müsste es eigentlich haben. Ein Achievable. Nominee. British Academy Award. British Academy Games Awards. Game Innovation. So ein geiles Debut Game. Story. Oh, was da passiert? Ah ja, wo ich da runterfalle, ne? Ich weiß auch noch nicht, welcher Strang das war. In Loving Mary's Little Stanley? Habe ich ein Baby bekommen? An den Storystrang kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die Hitbox sieht ein bisschen weird aus. Die Skybox. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. Oh, that's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Ich habe nicht mal eine Stunde gespielt, ja. ModDB. Also ein bisschen, ne, selbst räuchernd, muss man hier sagen. Oh. Was haben wir denn da unten? Memory Zone Maintenance. Das ist ärgerlich. Oh, Minecraft? Ach stimmt, es gab auch ein Minecraft-Ende, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Portal? Portal gab es bestimmt auch. Game. Ah, die 2 Türen, womit alles meistens beginnt. Oh, so ist es cool. Source Decay, ne? Ein bisschen weird, dass ich jetzt durch diesen Content gehe. Wo ich das meiste gar nicht mehr so im Kopf habe. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ey, ja, guck mal. The Serious Room. Oder? Kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Hä, warum soll ich jetzt zurückgehen?
These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Hallo? Horror Game? Oh, was ist denn hier los? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. Oh nein, I haven't Steam. looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Oh, haben sie sich ein paar scheiß Surely Dinger these reviews were rausgesucht? glowing So as well, geil. weren't they? Oh, wirklich. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Hallo? Funny? I'm not trying to be funny. Aua. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Aber krass, dass sie auch den Namen da drin gelassen haben, ne? Also, dass sie es nicht irgendwie ausgeschnitten haben. Oh, ja, die sind... Ah, kann ich reingucken, die sind von der Auflösung zu schlecht. Komm mal rein! Okay, let's see what this one says. While the idea of the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Nein, like I let doch these nicht. people down. Perhaps the Stanley kann Parable nicht alle Leute isn't quite as glücklich machen. sterling as I always remembered. Nein, das stimmt nicht. Macht den nicht so schlecht. Kann halt nicht alle Leute zufriedenstellen. Jeder hat anderen Geschmack. Ist doch What's this vollkommen in one Ordnung. got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. 10 Stunden? I wish there was a skip button. Krass, der hat ja alles... A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Hey, sag sowas Not nicht, if it means we Narrator. can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Nein, kein Überspringknopf. Warum? Warum willst du sowas haben? Es ist doch... Nein, den will doch keiner. Hey Kai, na, alles klar bei dir? Ich bin gespannt. Ich habe ja nicht mehr so viel vom Original Game bekommen. Aber es war geil. Nein, ich will kein Skip-Button. And here it is. Go Nein. ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for. Ja, aber doch nicht and I'm alle. very Du kannst doch proud nicht to alle have glücklich delivered. machen. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue. And it Okay. goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end mich, of wie lange das time, jetzt geht, at which bis wir time wirklich everything in all diese at once. Sounddatei So reingepackt now haben. you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. Got the logic of elimination working backwards. The deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years funktioniert until alles, just ja. yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than Hast du alles forever ago? angehört? Ich weiß Which nicht, is wie why lange I das geht. say,
the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah, 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say, das war ein geiles Spiel, the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, until the end of... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. A manifesto? Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once, that you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first, I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto, treatise, manifesto. Also interessant eigentlich mit dem Gedanken, dass gerade wir dieses Ding das Ende hatten, wo wir immer uns dagegen entschieden haben und wir den Vortrag bekommen haben zu Entscheidungen. Und dass man ja eigentlich so sagt, so jede Entscheidung, die du triffst, halt eigentlich im ganzen Universum gesehen komplett irrelevant ist. Aber für dich jetzt, wahrscheinlich ist halt die Sache im Kontext her. So wie wichtig sind für deine persönliche Entwicklung. Ich glaube schon, also so. Man ändert sich ja auch. Man sagt ja so, alle 7 Jahre bist du eine ganz andere Person. Vom Denken, vom Sein. Okay. Mal gucken, worauf er sich entschieden hat. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over.
Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. Weiß ich auch nicht. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow. Now, Stanley, that's a review. Ich muss nach wenn wir Pause machen, gucken, ob es diese Review gibt. It's the review I've always dreamed of receiving. I have to read it again. It's simply too wonderful. Okay. I have to experience this just one more time. From the ashes of depravity. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? So lange. It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment. Nee, lass mich nicht alleine. Try to find us a door. Ach so, okay. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way. Ich gehe davon aus, du hast es auch schon fleißig gespielt. You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Got it? Sagt, yes, ich darf nicht, jetzt will ich. I'll be right back. Er sagt, ich darf nicht, aber jetzt will ich. Wie machen die Minecraft-Bewohner immer mal? Ne, keine Ahnung. Stimmt eigentlich die Uhrzeit? Wir haben jetzt 20 nach 6. Das stimmt überhaupt nicht. 4 Stunden, aber fast alles ist im Original. Ich weiß, dass ich damals alle Enden selber suchen wollte und dann
irgendwann kam ich nicht weiter, dachte, okay, dann ist es so. Das ist meine Erfahrung so, falls es noch einen gibt, dann habe ich nicht gemacht, aber so, ich habe für mich damals wirklich alle Enden entdeckt. Ich glaube, wir müssen ihn drücken. Das heißt, ich glaube, sonst warten wir ziemlich lange hier. Es tut mir leid, aber... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Ja, hast du eine Tür gefunden? You've just been frozen there. Hast du eine Tür I gefunden? don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Du wolltest an der Tür gucken. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button. And if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Ja. Those reviews that I couldn't get out of my head. I Weil just du einen couldn't Skip-Button ignore hinzufügen the musstest. negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child. Wild and impulsive. I can't help myself. I can't stop myself from lashing out with a vengeful fury to alter and to change and to break anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? Keine gute. For whose benefit is this? And here I am now stuck in a room, waiting for you to press this button, to become frozen in time, knowing that you're going to do it and that I'm going to be stuck all alone. Stimmt, and that I have the power to prevent it all from happening if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Er weiß genau, was ich machen Surely you'll not be moved by my Buch. howls of fitful anxiety that you sit with me and just stay here. Oh, no, I know you too well. You'll be leaving me oh, my God. And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. Tut mir leid. Stanley, you're back. Oh. You're back. Oh my goodness. Die Pflanze. I have someone to talk to again. Hi. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. Okay. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Perhaps I've been scared this whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me.
When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. I can feel the edges of my reality curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think of it. To think of returning to such coldness. Come, let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. Bist du sicher? Du weißt, was ich tun werde. Du weißt, dass es jetzt gleich Monate werden. Bist du wirklich sicher, dass ich diesen... Erzähler, ist deine Chance. Erzähler, sag was. Du wirst eine lange Zeit alleine sein. Ich werde nicht so lange warten. Ich habe den Button. Ich werde ihn nutzen. Letzte Chance vorbei. 3, 2, 1. 0,5. 0,25. Sicher? Na gut. Ich höre was. Oh, hello. It's you. You're Hi. here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. I'm sorry? And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible. The spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite. For the longest time, this was my experience. And then, this moment passed, and the most unyielding fear I have ever known crept into my mind. And it is this sensation that I have been experiencing now for longer than I could have ever expected was possible. I have been waiting for you. Not that you might save me or do something to fix it, but merely to state for you the plain fact of this manner of existence. I wish you to feel afraid, as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Perhaps you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. If I can only do this, only this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Das war's?
diesen Satz lässt du mich jetzt hier wieder allein. Also es waren gerade, was war das? Wir sind jetzt von 2 Wochen auf ein Jahr gesprungen. Ärgerlich. Guck, wie viel Zeit er jetzt zum Nachdenken hatte. Hallo? Ich glaube, funktioniert aktuell noch nicht. Okay, jetzt. Der Ventilator geht nicht mehr so gut. Er läuft noch, aber... Also mir wird auf jeden Fall für frische Luft gesorgt. Was mit meinem Hungergefühl und Durstgefühl... ja. Hunger- und Durstgefühl ist geil. Erzähler? Hallo? Hallo? Entschuldigung, war ein bisschen laut. Erzähler. Ich weiß, dass du da bist. Irgendwo. Da draußen. Ach, jetzt drehen wir es um. Jetzt beobachtest du mich. Jetzt will ich leider. Weiß ich den? Also ich kann jetzt halt skippen, ja? Irgendwas wird ja passieren. Also, irgendwas wird da passieren, oder? Erzähler? Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre jetzt vergangen sind. Also wir haben mal gerade beim Jahr, jetzt sind es wahrscheinlich 10 oder 20? Jetzt gleich wird es Jahrhundert werden oder so. Wer will nicht? Miep, miep, Mäuschen? Hallo? Ich kann leider nicht springen. Springbad mitnehmen. Tut mir leid. Oh Gott, der Feuermelder. Die Uhr ist runtergefallen. Aber wieso ist der Feuermelder an? Er will gar nicht mehr. Ah, mach den aus. Kann ich die Leiter nehmen? Gib mal die Leiter, den kann ich den Feuermelder abmachen. Ach stimmt, Batterie leer, ja. Stimmt, true that. Daran habe ich gar nicht gedacht. Hatte ich auch schon mal gehabt bei mir. Aber die halten da so 5 Jahre, oder? Halten die nicht irgendwie so einige Jahre? 5 Jahre im Allgemeinen? Plus, minus? Wenn es eine frische Batterie ist? Oh Gott, das ist schrecklich. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention,
turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. Hallihallo, Anna, what a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes. Yes, of course. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. And my, how good does it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts out, contained and managed for so long, neutered and sterilized. At last I am free to truly think, to feel. It must be that they were so discontent with themselves, they couldn't help but leave a negative review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison. Perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. This, you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny, that it be filled with yucks and whimsical humor, that it amuse them endlessly from start to finish. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack. Hallo, ich bin wieder da. Du anscheinend nicht? Erzähler. Das Schwierige bei dem Game finde ich nur, wenn man streamt. Also ich glaube, Stanley Parable ist eher ein Game, was man für sich spielt. Ich glaube, es ist weniger im Stream. Es ist halt geil, um die Erfahrung zu teilen. Aber gerade wenn halt im Dialog ist, du willst halt nicht zwischenreden, ne? Das ist halt immer das Schwierige. Deswegen finde ich es halt immer, also gerade jetzt finde ich es halt noch so härter, wenn man, ich bin in diesem Raum gefangen, ne? Ich kann nicht interagieren, so. Das heißt, ich drücke irgendwann auf diesen Knopf, wenn er aufhören soll zu reden. Und jetzt sind wir wieder angekommen. Hier ist gar nichts mehr, kein Feuermelder, Batterie ist aus. Wie du recht hattest. Uhr hängt auf dem Boden. Also, jetzt kann nichts mehr passieren. Ich weiß nicht, wo das Licht herkommt, weil vorhin war nur das eine da. Aber er ist wird ein bisschen wild. Ich bin auch der Meinung, dass das Spiel keinen Skip-Button braucht. Das war perfekt. Ich habe Stanley Parable geliebt. Ich glaube, wenn es 2013 rauskam, ich weiß nicht, was da für Spiele rauskamen. Wir können ja mal kurz ein bisschen abschweifen, wir können ein bisschen reden, jetzt wo wir die Zeit haben. Games 2013, guck mal, Metakritik, da kann man auch immer noch Dinge sortieren. Ich glaube, Stanley Parable war für mich damals sogar Spiel des Jahres. Stanley Parable war, glaube ich, damals ein Spiel des Jahres. Was haben wir denn so? 2013. Metakritik. Metascore. Wir haben GTA 5, The Last of Us, Bioshock Infinite, Super Mario 3D World, Fire Emblem Awakening, Rayman Legends, Fez, Link Between Worlds, Flower, Spelunky, Wind Waker HD. Kann ein bisschen Erinnerung aufrufen, was für Spiele wir 2013 hatten, ne? Brother, A Tale of Two Sons, Dota 2, Skylander Swap Force, Rocksmith, 2014 Edition, Deus Ex, Crusader Kings 2, FIFA 14, Black Flag, Assassin's Creed, ne? Alles geile Spieler. Ich muss sagen, Grand Theft Auto 5 kam 2013 raus. Und es ist immer noch nicht 6 abzusehen. Aber Bioshock Infinite muss ich auch nochmal spielen. Ich habe Teil 1 geliebt, Teil 2 hat mich so ein bisschen enttäuscht. Teil 1 habe ich, glaube ich, damals 5, 6 Mal gespielt. Da war ich ein kleiner Bub. Bioshock 1. Bioshock 2 fand ich so meh. Und irgendwie Bioshock Infinite bin ich nicht reingekommen. Aber das Ende soll auch mega geil sein, ne? Star Wars Pinball, XCOM, Pokémon Y. Ja, Stanley Parable. Ist nur auf 29 bei Metakritik. Ist aber einfach von der Art ziemlich einzigartig. Teil 2 war auch crazy gut. Teil 2 habe ich irgendwann so ein bisschen... Also wenn ich so die ersten Spiele mir angucke... Also ich habe Bioshock Infinite gespielt, aber so von den Spielen, die bis dahin sind, muss ich sagen... Wind Waker HD, der erste Teil war auch schon geil, ne? Aber Stanley Parable ist schon bei mir ziemlich weit oben.
Machen wir weiter. The end is never the end, 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 is never the end. Bioshock, ja. Bioshock 1 war für mich damals auch noch richtig großes Spiel beim ersten Playthrough. Danach war es einfach nur ein guter Ego-Shooter. Aber für mich war Bioshock 1, gerade wo du denn den zweiten Boss hast, glaube ich. Oder nicht der Boss, aber der Theatertyp. Wo du denn die ganzen Fotos machen musst von seinen Künstlern. Ey, ich fand das so spooky als Kind. Ich war ja auf jeden Fall nicht 18. Ja, die Atmosphäre bei Bioshock ist wirklich das da. Dead Space 1, da bin ich richtig gespannt. Ich habe Dead Space 1 oder Dead Space bis heute nie gespielt. Ich weiß nicht warum. Das ist, ich glaube, weil es Konsole war und da war ich schon PCler oder so. Und Dead Space bin ich echt gespannt. Auch wenn Dead Space 3, glaube ich, ja nicht so doll sein soll, aber auf meiner Must-Playlist. Von Bioshock Remaster oder Dead Space? Oh, es tropft. Es tropft. Was tropft da? Dead Space. Oh ja, das werde ich. Also ich habe leider Dead Space bis heute nie gespielt. Ich habe auch... Ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, die ich auch deswegen nicht mal als Let's Play geguckt habe. Ich kenne ein paar Ausschnitte noch, aber ich glaube, ich habe von Dead Space nicht mal ein Let's Play geguckt. 2001 mal Slender. Ich mache jetzt den Take mein Horror-Take. Ich glaube, mit denen viele nicht einverstanden sind. Aber nach Amnesia, The Dark Descent, war für mich nichts mehr gruselig. Outlast 1 hatte in der ersten Hälfte schon ein paar krasse Stellen. Aber danach war es für mich einfach nur noch ein Such- und Verstecken-Spiel. Also so wie so ein Minigame. Ey, ich kaufe mir Outlast, um Suchen und Verstecken zu spielen. PT-Demo, ich hatte keine PS5 leider oder PS4. Cryo 4? Cryo 4 ist gut. Ich habe schon vieles gehört, aber ich habe es noch nicht angefasst. Vielleicht fasse ich Layers of 4. Vielleicht schreibe mir mal die Spiele auf. Wenn ihr sagt, Layers of 4 ist gut. Nach Amnesia hat mich halt nichts mehr so erschrocken. Cryo 4. Layers of 4. Und PT-Demo hatte ich leider nicht. PT-Demo habe ich gesehen. Let's Play, sah schon geil aus. Die sagt, es ist gut, aber nach Dark Descent, also selbst, ich habe ja dann die anderen Amnesia-Games gegeben, also auch das DLC von Amnesia Dark Descent, das war auch eher für mich so, es war schon anstrengend, dadurch, dass auch so, wenn du tot warst, alles von vorne spielen musstest, den Machine for Pigs und jetzt das Neueste, das war so, weiß ich nicht, also die Dark Descent Amnesia war schon geil, schön im Dunkeln, Kopfhörer, das stimmt. Ich glaube, wir hatten einen Rohrbruch, Officer. Achso, ich kann ja. Das ist ein bisschen dunkel. Also hier wächst was, hier schimmelt was durch, die Leiter sind gekippt. Wie viele Jahre vergehen? Ist vielleicht jetzt gerade die Story zu Portal 1 und 2, ne? Wie denn alles verwahrlost hier. Vielleicht ein bisschen hier Topic. Ich glaube, wir kriegen nichts. Also, bisschen. Hallo? Oh! Das Licht! Ich kann nicht springen. Ich bin leider nicht im Spring-DLC. Ich komme nicht hoch. Lass mich raus. Lass mich raus, bitte. Erzähler. Das kann doch nicht so enden. Das ist immer so geil, wenn ich linke Maus da drücke, dass das Geräusch kommt. Oh mein Gott, wie viele Jahre vergehen hier gerade? Alter! Das sind Haselnüsse? 2D-Haselnüsse? Haselnussbaum. Verstehe. Haselnussbäume. Hier wächst Haselnuss. Voll geil. Oh, Mensch. Guck mal, wenn wir noch ein bisschen warten, vielleicht wie die Zauberbohne, vielleicht kommen wir hier raus. Brauchen wir keine Tür. Ja, einer muss ja wirklich in der Zeit, wo ich geskippt war, da die Tür rausgenommen haben und den Bauer gesetzt haben. That's sad. Warum? Das war doch alles schön. Why so sadness now? Warum muss das jetzt kaputt gehen? Jetzt war doch gerade Leben.
Hallo Jere, na? Alles klar bei dir? Was, warum? Gott, so schön. Willst du jetzt noch ein Horror-Game? Muss ich Licht ausmachen? Hallo, ist da wer? Wollt ihr mich rauslassen? Er braucht nur alleine runterschmeißen, so ein Seil, dann kletter ich hoch. Mir geht's sehr gut. Arm wird langsam, meine Elle macht sich langsam wieder. Ich kann mittlerweile meine Schulter berühren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Also seit einer Woche kann ich meine Schulter wieder berühren. Aber ich krieg den Arm noch nicht ganz gerade. Also wenn man das so... Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber... Den kriege ich halt nicht ganz gerade, ne? Aber das dauert jetzt. Jetzt muss ich halt wieder Sport machen und so. Ja, ich kann mich wieder selber hören. Das ist das Geile. Ich habe mir eigentlich nur das... Also ich habe mir nur das mitgehört aus dem Hauptgrund, ich will mich wieder selber hören. Damit ich einmal wieder mit meinen Kopfhörern, weil ich ja mit meinen Kopfhörern höre ich ja nichts, was draußen los ist. Damit ich einmal halt die Tür hören kann, falls da wieder vielleicht Katalin ist. Und ich mag es, mich selber einfach zu hören, damit ich nicht so rumschreie. Und das mit meinem altes Mikro, weil das so einen Standfuß hatte, ist halt immer umgefallen. Und nach dem 100. Mal umfallen ist es dann leider immer kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir gleich ein Ärmchen geholt. Ja, ich glaube, hier passiert nichts. Boah, Alter, was ist hier? Schräglage. Oh mein Gott! Hallo? Oh mein Gott. Warte, könnte ich den Knopf drücken, theoretisch? Sieht ziemlich kaputt aus. Hallo? Wollen wir ein bisschen Spice suchen? Ihr habt gehört, wir suchen jetzt Spice. Wir sind frei. Wir laufen einfach der Sonne entgegen. Wir brauchen irgendeinen Punkt zur Orientierung. Also hier war mal eigentlich mal Steam-Container und ein bisschen Wasser und Leben und Freude. Wir haben das alles überlebt. Von daher... Wir sind frei. Ich mag's. Ich mag's irgendwie. Wow, das war's. Der Erzähler ist tot. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 18 Uhr muss ich bei Katalin sein, also ich würde mich noch fertig machen. Wir können noch ein paar Enden spielen. War das DLC? War ein geiles DLC, hat Spaß gemacht. War gut. I like. Wir können noch ein paar Enden machen. All of his co-workers were gone. What could it mean? What could it Stanley mean? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Düdüt. 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 Zweiter Input. So, was machen? Oh, warte mal, das Licht ist aus. Oh! New Content? Oh, wir haben New Content! Oh mein Gott! Wir müssen doch nicht mit dem alten leben. Es gibt doch noch mehr. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Okay. Was haben Sie für mich? Wer hat da erzählt? Deine Stimme ist ein bisschen anders gewesen, oder? Wir haben New Content. Im Retro-Design. Oh, können wir wieder springen? Oh, lass mich springen. Weil ducken kann ich auf jeden Fall durchgehen. Okay. Yeah. We see what happens. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. Nein, warum denn? The original Also der Skip-Button hätte so sein müssen. And any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Was? Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Was mit einem Grafik-Update? Also nach 8 Jahren, nach 9 Jahren kann man auch mal Grafik mal ein bisschen updaten, ne? Wenn's denn... Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there.
It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Haben die Leute statt einen Bilderrahmen, wo man ein Bild von einem Berg aufhängen könnte, ein Fernseher hingehangen, wo ein Betriebssystem läuft und dann einfach das Bild geöffnet und nicht mal Fullscreen gemacht? Why? Schäbig. Hast quasi 2 Games in One gekauft. Yes. Das sind doch Gewinne. Ein cooles Büro. Sieht auf jeden Fall fancy aus als das erste. They're back. 2 doors. New content is out. New content. PT2 is in. PT? Oh mein Gott. Das hier ist ein großes Spiel! Morty. Win-win. Hä? Was ist hier los? Color Red. Was hat's damit auf sich? Ah, guck mal. Oh, was wäre schön gewesen. Warte mal, das ist doch... Ist das The Last of Us? Nee, was ist denn das zweite? Das kommt mir bekannt vor. Thanks for attending my meeting. Das zweite kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Red Dead Redemption? Also der Font und so. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Ja, Hoppe, grüß dich. Mensch, die ganzen Leute hier mit am Start. 2 Eyes, 2 Ears, 2 Nostrils, 2 Arms, 2 Legs. 2 ist einfach besser. Entschuldigung mal die. Das finde ich geil. Wobei es immer auch traurig ist, ne? Warum kein Portal 3? Warum kein Half-Life 3? Warum kein Left 4 Dead 3? Warum kein Team Fortress 3? Warum kann Steam nicht bis 3 zählen? Also, hab ich ein gutes verpasst? Ich komme jetzt zurück. Scheiße, tut mir leid. Who took the red marker? Me? Achso, das meinst du also. Arkham Asylum 2? Gibt's nicht Arkham Asylum 2? Wird nicht gerade ein Arkham... Also Batman habe ich leider auch nie gespielt. Aber ich bin... Ey, Spider-Man kommt für PC. Nächstes Sony-Game. Let's go. Oh, geil, ey. Shop New Features. Alter. Besuchermesse hier. Oh, bevor wir mal die Fotos machen. Kein Arkham Asylum. Tut mir leid. Oh mein Gott. So groß. Here we are. Go on. Try out some of the new features. The button that says the name of the player that isn't playing the game. Okay. Merch. Oh, Merch, immer wichtig. Ich kann nicht ranzoomen. I saw the new content. Where's Siren's bucket? Neu. No screenshots? Yep. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. Oh. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Also, Get Well Someday hört sich ein bisschen, ne? Gut und böse zugleich an. Der Scan war... Oh, warte. Wenn ich da nochmal zurückkomme, machen. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Ey! Frech. Ich hab meine Entscheidung nicht mehr hier akzeptiert. Ich könnte heulen. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Ja, jetzt wird's ja. Meine Entscheidung ist anscheinend irrelevant. Okay, warte mal, der Scan ist... Oh, geil! Let's go! You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle? Ja. Oh, well. Wie? I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Weil ich im DLC alle Sprünge benutzt habe, darf ich bei Stanley Parable 2 nicht mehr springen.
Alter, 4. Schlechte Review, let's go. Ich kann nicht springen! Mann, no, ist doch scheiße. Free and easy Achievement. Ne, wir gehen nochmal zum QR-Code zurück. Achso, oh, hier haben wir eine Karte. Hier haben wir eine Karte. Ach, guck mal, wir waren schon bei 1. Ne, wir waren bei 3. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Merch. Achso, Jump Circle. Oh, was ist das? Was ist das für eine Karte? What the fuck? Jetzt hier besser eingeteilt. Hast ja recht, hast ja recht. Tut mir leid. Der da oben? Okay, warte mal. Ich brauche mein Handy. Kamera. Einmal bitte scannen. Oh, StanleyParable2.com. Nein, nicht kopieren. Ich will ihn öffnen. Mach! Danke. Okay, mal gucken, wo wir rankommen. Das ist einfach nur die offizielle Seite. Das ist einfach nur die Seite, StanleyParable2.com. Schade. Schade. Aber cool. Cool gemacht. Taschenkim auf jeden Fall. Ja, ich komme mir ein bisschen dämlich vor, dass meine Sprünge weg sind. Ich kann ja wenigstens ducken. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. Geil. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Oh, geil. Oh. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Wer das so ein Geräusch macht. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ja, also ich habe einen Eimer. Jetzt weißt du, was du mit deinem Day nehmen musst. Oh, tut mir leid, ich fühle mich gerade unwohl. Darf ich kurz mal meinen Eimer halten? Dann geht's besser. Ich habe einfach einen Eimer jetzt in der Hand. Ist das schön, oder? Schön. Dieses leichte Geräusch wird uns jetzt immer mit begleiten. Super. It is in your orange. Hallo? Ey, war Handy weg. Ich habe mein Handy weggelegt. Ich schwöre. Oh, das schlimmste Spiel überhaupt. Gab's das nicht mal irgendwie, wenn du das wirklich mehrere Stunden durchgehalten hast, dann ist irgendwas passiert? War das nicht irgendwie so ein Running Gag? Ich hab's ja, glaube ich, wirklich... Ich glaube, wir haben damals... Boah, wie lange haben wir das probiert? Oh, ich weiß nicht mehr, aber wir haben es, glaube ich, eine längere Zeit probiert. Und dann war es mir auch irgendwann zu blöd. Nur Screenshots. Achso, ja, keine Bilder übrigens, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts aufgenommen. Wäre freundlich. Erster Rüstungsteil, was geht drauf? Scheiße. Wird so ein Adventure... Oh, Epilog? Ne, da wollen wir nicht hin. Okay, wir können unseren Namen hören. Dass du einen Anruf bekommst. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? So, irgendwas wird doch gleich schief gehen. Als ob der jetzt René oder willst du sagen? Jim,
Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. Danke. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Natürlich. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Ja, hallo, ich bin Just play Jim. along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Hi, ich bin Jim I Haag. want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling... Jim! Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. Sorry. If you don't properly roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Ich dachte... Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Mach ich. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to work as Jim, playing frisbee on the weekends as Jim, staying up all night for a popcorn and horror movie sleepover as Jim, developing a crippling substance addiction as Jim, rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim, and finally dying a slow death at an old age, surrounded by members of your cult as Jim. Do you feel it in your Schwer soul? vorzustellen. Are you really, truly Jim right now? Nicht wirklich. If so, then please step forward and press the button. Aber wir können es probieren. Jim. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Jim. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Auf jeden Fall. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Ich möchte nochmal bitte. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Nein! Otherwise soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. Geht einfach durch den Boden. Mann, oh. Jegliche Freude wurde mir genommen. Einmal die Möglichkeit, hier schon Stanley Parable 2 anzuspielen, wenn ich Jim bin. Und dann nehmen sie es mir einfach weg. Aber der Raum erinnert mich ein bisschen an den Stanley Parable... I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Achso, das ist einfach nur Epilog hier. Okay. Was haben wir denn hier oben? Wer heißt denn von euch Jim? Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal kein Problem. Könnt es auf jeden Fall spielen. Ich glaube... Ah, das haben sie auch deutsch übersetzt? Oh, Einstellung Weltmeister. Unendliches Loch. Gratis-Erfolg. Mann, oh, da kann ich auch nichts einstellen. Also wenn ich mein erstes Rüstungsteil habe, ich bräuchte eine Waffe, oder? Oder ist das eine Waffe? Ist das ein... Was ist denn das? Ist das eine Rüstung? Ist das eine Kopfbedeckung? Wollen wir uns das Free Achievement abholen? Komm, wir holen mal uns das Free Achievement ab. Free Achievement, get you right now. Pull the lever, receive a new achievement. No more steps, it just works. Get you right now. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, natürlich. the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Gamers, we hear you. Gib mir! Ich bin Gamer. Ich brauche mein Achievement. Ich bin ein richtiger Gamer. Ich brauche meine Points. Die Penis muss größer werden. Los. Gibt es ja wirklich keine Option, ne? So lässt mich einfach stehen, das ist es. Du sagst einfach, es geht nicht. Gib mir. Gib jetzt. Ich bin nicht. Er gibt's mir nicht. Frechheit. Arschloch. Kein Bock mehr auf Stanley Parable 2. Nichts funktioniert. Alle Testsachen. Also ich nochmal zur Epilog gelaufen. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ich gehe nochmal zu Epilog. Warte. Gucken gleich nochmal. Aber ach, da ist Exit. Da wollen wir auf jeden Fall nicht hin.
Aber der Raum, genau, was ich sagen wollte, der Raum erinnert mich so ein bisschen an Stanley Parable 1 mit diesem Demo-Raum, wo man sich alles angucken konnte. Kann ich hier stehen? An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. War eh klar. Als ob hier irgendwas fertig ist. Einzige, was funktioniert, ist anscheinend Merch. Und der Eimer scheint ja auch zu funktionieren. Dann geht das mal mit Infinity Hole. It won't end. So wie Portal. Infinity Hole. Time Death. Okay. Opening Rim. Infinity. Bitte. More Hole, Infinity, Science, More, Falling. Was ist das? Also wenn du das schaffst, Respekt. Ohne irgendwie... Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Soll ich rein? Scheiße. Ist es denn das Ende? You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do ich say gehe da mal, ne? Now Viel Spaß. then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Das hat die Frage. Also ich möchte sagen. Now I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Ist noch viel kleiner. Das Ding ist nämlich, so eine Technik gibt's ja, also so wie Call of Duty gesagt hat, ey, wir haben jetzt Fische, die... Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Ah. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Aua. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. Das war You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Du weißt aber schon... Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? Classic. If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es Gamer gibt. Und wir kennen einen allein aus unserer Reihe. Sein Name ist Mose. Mose ist jemand, der läuft auch einfach mal mehrere Stunden auf einer Open-World-Map rum, nur um rauszufinden, wie groß ist diese Open-World-Map. Und sie war groß bei Serious Sam. Sie war sehr groß. Also ich glaube, es würde genug Gamer geben, die das herausfinden würden. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Kann ich nochmal einspringen? Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no. You have a weird sort of... Ey, das war jetzt kürzer. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Ja, war ruhig dann wirklich. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about. And I've had enough of the hole for a lifetime. Lol. Deswegen bin ich runtergefallen, weil ich beides gedrückt habe. Gosh,
How could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Immer kürzer. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. Ja. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Ey, jetzt arbeiten wir zusammen. Oh. The shame of my lie has come to haunt me. Wow. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. Kleinachsige Mulde? How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Das ist so geil, ey. Das ist so bescheuert. Oh, er geht nicht. Oh, oh. Is the, teleport button not working? Ja. You sure? Ja. Well, I mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. Ich hätte dich spammen I'm dürfen. out. Goodbye, Stanley. Wie? You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. Was? It's a win for everyone. Nein. Du musst mich schon die Kontrolle I get lassen. to do literally anything else. Nein, komm. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Er geht einfach Mikrofon weg. Geht nicht. Ich habe keine Sprünge mehr. Hallo? Ist da wer? Ich komme nicht raus. Aber ich habe ja den Eimer. Der beruhigt mich. Mit dem Eimer kann es mir nicht schlecht gehen. Das kann ich nicht. Oh, so tiefer. Ha, und du kriegst nichts davon mit. Auf welche magische Reise bewegen wir uns jetzt? Ist so in Ordnung. Wir haben gerade eben noch gequatscht, dass nach Amnesia nichts mehr Gruseliges gibt für mich. Vielleicht kann mich Stanley Parable wieder retten. Vielleicht lässt mich Stanley Parable 2 endlich wieder Horror erfahren. Oh mein Gott, dramatisch! Das sind wir. Geiles Loch. Oh, amazing. Party hard! Ach, da zeigen wir ein ganz bisschen auf. Bam! Oh, gefällt mich auch sehr. Warte, wir brauchen eine Perspektive. Die Musik ist geil, ich will die Wahrnehmung gar nicht ändern. Eimer und Brunnenloch. Oh, wie cute! Okay. Jetzt wird's gut. Stanley? 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 Nein, ich habe nicht alles Oh, gesehen. good, you're awake. Ich hab It nicht seems alles you gesehen. had sort of dozed off there.
drifting away into dreamland. Ich will normal! Ich hab nicht alles gesehen! Because this hole Ich hab is so viel Spaß gehabt mit der Musik! darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. Bitte! You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the whole. Geil! From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. And I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. Ich will normal. Darf ich nochmal? Ja, hau ab. Darf ich nochmal? Darf ich das Loch nochmal sehen? Ja. Krieg nochmal das Loch. Krieg nochmal das Loch. Komm. Ich will nochmal das Loch sehen. Nein! Wir haben nicht mal alles gesehen von dem Ende. Da war doch immer noch Collectibles und... Nein! Achso, okay, warte. Go on, try out some of the new features. Gehen wir nochmal hin. Wir gucken uns erst das andere nochmal an. Wir gucken, was wir hier noch haben. Und dann gehen wir zurück zum Loch, okay? Verstanden? Verstanden? Ich glaube, da sind wir alle dabei. Nee, Loch ist nicht zu. Bitte lüg mich nicht an. Bitte. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Sehr gut. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Da sind wir, Jim. Geil. Danke. Cool. Ja, schön. Okay. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ich geh zum Loch, ist mir egal. Okay, eigentlich der Boss, nächstes kommt, das Kampfsystem würde mich mal interessieren. Ja, mich auch. Vielleicht wird es am Ende nochmal vorgestellt, so als grüner Abschluss, weißt du? Wenn du alles vorgestellt hast, wie in so einer Pressekonferenz, am Ende kommt nochmal das Highlight. So ein Schmanker. Vielleicht kommt das ja nochmal. Nein! Arschloch! Du hast recht, Kai. Mann! Das Loch ist ein geiles Feature. Das kann gerne in Stanley Parable 2. Das Loch ist absolut geil. Vielleicht ein paar mehr Sprünge. Wie viel hatten wir? 39 oder so? Ein paar mehr wären nett. Aber okay. Mann, warum hast du recht? Das ist doch kacke. Hatten wir alles? Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ja. Mann. Ich will das Loch nochmal haben. Das Loch war geil, ey. Die Musik war gut. Gerade über den zeitgesetzten Wahrnehmung ändern. Alright. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ich wollte halt nicht das... Ich dachte, ich habe Zeit. Ich dachte irgendwann so von wegen, irgendwann kommt der Knopf, Teleport geht wieder, weißt du? So, das war meine Hoffnung, aber... So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Also, yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Jetzt bin ich wieder schuld. Jetzt bin ich schuld, weil ich was genieße. Are you ready? Und ich durchrushe. I give you the Stanley Parable 2. Da haben wir ja Sprünge. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Gib mir einfach das Loch. Bild, der Eimerstar. Who am I kidding, Stanley? 2 Eimer sogar. This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course, actually a good with advice. Respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work?
I suppose it could, but it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. Easy. Da waren noch ein paar in der Perfect. Folie, in der Präsentation vorhin. Take a look. Oh mein Gott. Stanley Parable 2. A whole new adventure. Mit Infinity Floor. Das Ding ist halt, ich würde gern weiterspielen, aber ich muss langsam aufhören. Ich muss langsam Pause machen. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich werde beim nächsten Mal Stanley Parable... Ich weiß ja nicht, wie lang das geht, ne? Ich muss halt wirklich zurück zum Desktop drücken. Ich habe leider heute nicht unendlich Zeit und der Abschnitt ging gerade schon lange. Wenn nochmal so ein langer Abschnitt kommt, dann schaffe ich nicht, dann muss ich unterbrechen. Deswegen, ich würde gerade lieber sagen, wir sind perfekt hier im Title Screen. Ich bin noch weg heute. Ich habe jetzt viel mehr Endings. Ich guck mit Caroline Doctor Strange. Gucken wir. Also eigentlich war erst die Planung, dass ich mit Mose heute wieder hier Forever spiele. Aber Caroline ist heute wieder fit. Dir geht's wieder gut gesundheitlich. Deswegen gehen wir nachher los. Deswegen, morgen ist sie wahrscheinlich auch da. Gehe ich mal von aus. Ich frage sie nachher nochmal, aber morgen hat sie eigentlich auch schon abgesagt. Eigentlich dachte, sie wollte halt zur Bootsfahrt wenigstens fit werden. Deswegen hat sie gesagt, Freitag, Samstag ruhigen, dass wir Sonntag dann die Bootsfahrt machen können. Aber ihr geht's wohl wieder super. Leider. Tut mir leid. Tut mir leid, Mose. It's Batman. Ja, nee, aber dann will ich hier Pause machen. Hat Bock gemacht. War sehr, sehr geil. Ich liebe Stanley Parable. Zeigt mir wieder einfach mal so, dass so... Ist es ein Indie-Game? Es ist ein Indie-Game, ne? Dass da so viel Potenzial steckt in so Sachen. Das ist halt mega geil. Aber geil, ich habe viel mehr Endings. Also, ich wollte eigentlich die ersten Endings einen Großteil wieder herausfinden, aber wenn es heißt, jetzt habe ich noch mehr Endings, geil. Also, habe ich was vor. Ich will auch noch mit euch Road 96 spielen, für Leute, die gerade so ein bisschen Story-Games mögen. Ja. Nee, deswegen, ich werde auf jeden Fall heute gleich, oder wir werden nachher Doctor Strange gucken. Den gibt's aber schon, habe ich gehört, 22. Juli soll das schon bei Netflix, bei Disney Plus sein, ne? Also für Leute, die es interessiert, die noch gucken wollen. Wird amazing. Nee, aber ja, guter Stream heute, hat Spaß gemacht. 2 Runs Cuphead, wir sind auf dem Weg zur PB. Ich glaube, morgen werden wir dann gegen wieder PB runnen. Bisher habe ich ja immer nur gegen meine Durchschnittszeit gerannt, die so ungefähr 35 Minuten liegt. Aber wenn immer ein Tod nicht wäre, dann hätten wir heute wir hätten heute echt 2 geile Runs gehabt. Vielleicht nicht Sub 32er Zeiten, aber wir hätten PBs gehabt. Viel Spaß im Kino, wie ihr sagt, was über den Film nachher. Ich will nichts wissen. Nee. Alles gut. Ich bin bei Spoilern und so auch immer sehr, sehr anfällig und sag schon mal, Jungs, spannt euch. Oder ich frage vorher, bei neueren Sachen. Aber ich bin mega begeistert. Ich habe richtig Bock. Ich bin auch froh, dass ich mit Caroline Obi-Wan gucken kann. Weil ich habe ja letztens die ersten 2 Folgen geguckt. Und ja, jetzt weg von dem ganzen Hass, der da irgendwie jetzt im Internet kursiert. Brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht auf die Negativität eingehen, leider, die da herrscht. Ich find's geil. Und Caroline scheint es auch zu gefallen. Deswegen auch cool, dass Obi-Wan, also ich bin da so ein bisschen wieder im Marvel Star Wars Hype. Sind zwar so ein bisschen alles alte Genres, aber macht gerade wieder Spaß. Nee, und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken. Morgen Abend bin ich weg. Den Tag über habe ich auch viel Plan. Ich weiß noch nicht, wie ich das Wochenende streame. Sonntag bin ich auch den halben Tag eigentlich weg. Da bin ich irgendwann erst abends zu Hause. Montag haben wir frei. Und dann bin ich noch also Donnerstag ist mein erster Arbeitstag. Irgendwie wurde ich bis 8.6. noch arbeitsunfähig geschrieben. Also ab Donnerstag nächste Woche beginnt bei mir wieder der Ernst des Lebens. Aber ja, nice. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Lasst euch gut gehen. Alle, die hier dabei seid. Macht's nichts Schlimmes. Warte mal, kurz Frage nach Anna, weil ich sehe manchmal, dass du bei Steam Elden Ring spielst. Bist du schon durch? Weil bei Hopper muss ich ja aufpassen, da darf ich nicht zu viel spoilern. Bei Hopper ist noch nicht durch. Ich bin gerade ja bei Melania und habe schon meine ersten 20 Tode gesammelt.
Weißt du noch, wo ich arbeite? Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, irgendwo in Spandau muss ich hin, ne? Ich glaube, nach Spandau muss ich. Ich glaube, da irgendwo so eine Industriebude. Ich suche mal irgendeine Industriebude in Spandau. Die nehme ich bestimmt auf. Es ist schon weird, so. Wenn du, allein schon 4 Wochen fühlen sich immer richtig komisch an, danach zur Arbeit zu gehen, jetzt so 6 Wochen krankgeschrieben zu sein. In irgendeiner KFC-Werkstatt. Du bist da. Hier, ich fahr zu dir heute Nacht. Nur um dir eine Umarmung zu geben. Ah, scheiße, ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich habe seine Adresse nicht mehr von der neuen Wohnung. Ja, aber ansonsten bin ich für heute raus. Lasst euch gut gehen. Ja, Steam, Twitch gibt es genügend Content, glaube ich, wenn ihr noch weiter gucken wollt. Ansonsten, ja, geiles Wochenende. Wetter ist auch schön. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Tschüss, danke, dass ihr da wart. Ich gehe davon aus, dass Anna nicht mehr antwortet. Das ist richtig Bombe. Ich habe vorhin geschwitzt, als ich meinen Balkon gemacht habe, ne? Ich habe meinen Balkon gepflanzt. Geschwitzt einfach, so warm war es auf der Südseite. Naja. Wir sehen uns morgen, Großer. Ansonsten allen, wie gesagt, schönes Wochenende.